Hallo meine Lieben und herzlich willkommen in meinem kleinen Eckchen hier auf Twitch und wie immer auch herzlich willkommen an alle, die später auf YouTube reinschalten. Wie immer gibt es unten in der Beschreibung die Timecodes oder wahlweise die Kapitel von allem, was wir heute so treiben. So, ich habe mich tatsächlich noch nicht so wirklich entschieden, was wir heute machen. Ich habe noch Legendenaufträge, ich habe noch ein Einladungsereignis, ich habe auch Weltaufträge, die mich interessieren. Von daher schwierig gerade. So, was ist denn hier noch für ein Ausrufezeichen? Ah, die Suche nach den Sternen. Vielleicht fangen wir damit an. Genau, da ist ja eins jetzt freigeschaltet worden. Und ich war ja, da stand ja gestern ein Tag. Anscheinend ist das hier noch nicht freigeschaltet worden. In 9 Stunden, also erst morgen. Das heißt, wir schaffen das hier auf jeden Fall nicht durch. Aber wir können das hier noch machen. Das wäre doch zum Warmwerden gar nicht so schlecht. So. Und dann haben wir, wie gesagt, die Legendenaufträge. Genau. Wir haben im Sande verloren bekommen von Catherine gestern noch. Das war überhaupt nicht geplant, aber wir haben es jetzt bekommen. Und Welt der Aranara finde ich auch noch sehr spannend. Ist alles jetzt nicht irgendwie zeitbegrenzt. Aber, bin ich zu laut? Ich bin ein bisschen zu laut, oder? Aber, vielleicht sollte ich ein bisschen nicht ganz so nah dran. Sieht so laut aus. Egal. Aber, was wollte ich denn jetzt sagen? Ich hab's vergessen. Faden verloren. Egal. Aber das kostet ja alles auch Zeit. Ist nicht... So rum war es. Genau, es ist nicht zeitlimitiert, aber wir müssen ja auch ein bisschen was abarbeiten, bevor wieder ein neuer Content dazu kommt, ne? So wollte ich sagen. Das war das Aber. Himmel, Herrgott, nochmal. So. Also, ich würde vielleicht mal mit Sachen anfangen, solange meine Stimme noch gut ist, bei denen ich vorlesen muss. Also, entweder Welt der Aranara fertig machen oder im Sande verloren, ja, anfangen. Im Arudorf gibt es einen Händler, der die Hilfe von Abenteurern benötigt. Also, ich glaube, beide muss ich machen. Das sind beides Weltenaufträge, die durchaus wichtig sind, allein schon, weil sie hier anscheinend mehrteilig sind. Es gibt relativ viele mehrteilige Weltenaufträge in diesem, ja, in dieser Hauptversion, in dieser Main-Version. Deswegen, in der Version 3. So, in der Version 3 gibt es ziemlich viele mehrteilige Weltenaufträge. Hallo Tron, einen schönen Abend dir. Wofür es auch Trophäen gibt tatsächlich. Also ich habe gleich in mehrfacher Hinsicht auch ein Interesse daran, die hier zu machen. Für Legendenaufträge gibt es keine Trophäen. Ich bin eher so Trophäenjägerin. Okay. Aber trotzdem die Frage, welchen von beiden machen wir weiter? Ich würde jetzt die Welt der Aranara einfach weitermachen. Das geht, da gibt es, glaube ich, noch 3 Stufen oder so. Und das hier ist ja direkt am Anfang, also ja, komm, machen wir das weiter. Außerdem will ich endlich wissen, was diese kleinen Kohlköpfe sind. Sag mal, habe ich hier immer noch nicht diesen Teleportationspunkt freigeschaltet? Ey, komm, das holen wir jetzt mal eben nach. Also ich bin ständig in dieser Stadt und habe diesen Teleportationspunkt noch nicht freigeschaltet. Das ist ja ein Elend. Wie komme ich da hin? Das ist aber dann die große Frage aller Fragen. Hier war doch irgendwo so eine Art Wendeltreppe oder so. Hier, guck mal. Das will ich jetzt echt nochmal erlegen vorher. So. Gib Gummi, Bennett. Gib Gummi, Dummi. Ist die Frage, ob ich von hier überhaupt da hinkomme. So, jetzt sind wir bei der Akademie und sind wahrscheinlich komplett falsch. Jein. Jein. Das ist das Heiligtum von Surastana. Wir sind da irgendwie noch nie hin. Können wir durch die Akademie durch? Oh, wir können hier durch. Ich war hier noch nie drin, oder? Ich glaube, ich war hier noch nie drin. Guten Tag, liebe Leute. Ich habe irgendwie nie angenommen, dass ich hier rein kann.
Guten Tag. Nee, hier ist niemand. Okay. Ah, jetzt bin ich in diesem Palast drin. Das war sehr schön, aber wie komme ich denn jetzt wieder nach draußen? Komme ich von hier überhaupt wieder nach draußen? So langsam wird mir klar, warum... Starten? Kann momentan nicht aktiviert werden. Hm. Langsam regt sich mir der Verdacht, dass ich zu diesem Teleportpunkt nicht hinkomme. Gut, hier sind wir noch irgendwie draußen, obwohl wir drinnen sind, aber das zählt als draußen. Komme ich von hier aus irgendwo? Vielleicht hier durch eine Tür? Guck mal, das sieht ja aus, als wäre da eine Treppe. Hier auf der Map. Aber... Nee. Irgendwie nicht. Hm. Ich finde meinen Weg. Zaubertüren. Ich muss wahrscheinlich nicht hier hochklettern. Da gibt es sicher auch andere Wege, aber ich tue es einfach. Ha! Weil ich es kann. Da ist ja auch irgendwas. Guck mal. Aha, hier ist eine Straße nach oben. Da ist ja doch eine Tür. Aber da konnte ich doch nicht durchgehen, oder? Ah, das ist aber eine andere Tür als die, die ich versucht habe. Okay, na gut. Dann war das jetzt auch gelernt. Auf jeden Fall waren wir hier oben noch nicht, von daher kann man mal vorbeischauen. Armin und Arina. Aha. So, wir kommen der Sache schon näher. Aha. Aha. Ui. Hübsch. Hübsch. So einen botanischen Garten hier. Oder wie? Tada! Na also. So. Und hier haben wir jetzt dieses Heiligtum. Da dürfen wir aber nicht rein, nehme ich an. Das ist vermutlich das, wo die Göttin drin eingesperrt ist. Nee, dürfen wir nicht. Gemein. Gut, dann machen wir den Weltenauftrag weiter. Habe ich doch schon markiert. So, wo müssen wir denn hin? Wir müssen wieder in die Stadt zurück, ne? Wir wollten uns ein Instrument holen. In Vimara, genau. Jedes Mal falle ich an der Stelle beinahe ins Wasser. Jedes Mal. So, Opapa. Opa Amadia. Mensch. Oh, ihr seid Freunde von Rana. Tut mir leid. Rana sollte heute auf Waldpatrouille sein.
Er scheint noch nicht zu wissen. Verschweigen wir es ihm lieber. Ja, das wissen wir. Wir wollten Opa Amadia fragen, ob du vielleicht Musikinstrumente hast, die du uns ausleihen könntest. Musikinstrumente? Wartet mal kurz, ich bringe euch was. Aha. Es sieht aus wie ein Instrument aus Mondstadt. Opa Amadia, kannst du uns das leihen? Vor langer, langer Zeit traf ich eine Badin in den Wäldern. Als Andenken hat sie mir ihre Leier hinterlassen. Träume vom Garten, Erinnerung vom Wald. Die Granatäpfel singen, die Äpfel klatschen. Was für ein schönes Lied. Ich werde euch die Leier leihen, damit ihr mit ihrem Klang etwas Helligkeit in die Dunkelheit des Waldes bringt und vielleicht erhört sie euch auch. Wir passen gut auf sie auf. Ja, wir werden sie dir zurückbringen. Danke, Oma Amadia. Und nicht Oma, sondern Opa. Opa Amadia. Ha. Die Spuren auf dem Fluss hat vielleicht Aranara hinterlassen. Jedenfalls sollten wir nach Vanarana aufbrechen. Ja, hier, das hier, das ist mir auch schon aufgefallen. Ach, hier ist ja ein Bötchen. Ja, wie nett. Das nehmen wir doch gleich mit. Ja, ordne du mal Hinweise, ich muss Boot fahren. Was? Ne. Hat sie mit einem Faustschlag ins Dorf befördert? Ey, ich wollte das öffnen. Blödes Schiff. Na, also. Da ist noch eine Truhe. Moment. Aha. Jetzt wissen wir ja, wie es geht. Ey! Hier geblieben. Frösche. Kann man Tränke draus brauen. Tada! It's a miracle. Ja, absolut. Oh Gott, jetzt haben wir das Ding getötet. Jemini. Also zumindest eingetrocknet. Weil wir es mit Feuer angegriffen haben. So, jetzt hänge ich schon wieder hier fest. Das ist doch ein Elend. So. Tut. Da ist auch noch was zum Einsammeln. Da ist noch eine Truhe. Wartet. Hallöchen. Plopp. Shudder. Hey. Crush. Need. You want this? Think you can bully me?
dieses Vieh. Beg for mercy. Shake your hand, stir. Can't handle your drink. Crush. Eye for an eye. Regret. Ah. I can put these to good use. Na? Komm schon, Bötchen. So. Wo fahren wir jetzt eigentlich lang? Aha. Und wo sind wir von Vimara? Hier sind wir einmal lang gegangen. Gefahren. Hier sind noch ein paar Hirlichhole. Und die scheinen nichts Spannendes zu haben. Ja gut, außer Erze. Da gibt's noch Truhen. Also eine Truhe. Happy to oblige. Lucky today. Beg for mercy. Freeze to the core. Rack and ruin. Think you can bully me? You want this? Shudder. I'll be back. Da. Eine Truhe. At least good luck doesn't discriminate by clan. So, da ist auch noch was. Wo habe ich mein Boot gelassen? Ups. Da ist noch ein Schiff, wollte ich sagen. Nein, eine Truhe. Oh, ich habe Blut vergessen. Das geht ja nicht. Eine Kiste ist da hinten, nicht eine Truhe. Was ist denn da hinten? Ach Gott. Eine Pilzarmee. So. Wird alles reibungslos laufen, natürlich. Hello, yeah? Crush. You want this? Yeah, touche. Eye for an eye. Shake your hand, stir. I'm getting Flood of frost. Rack and ruin. Das ist aber blöd hier, ey. Tagebuch der Söhne von Farok, Teil 2. Wie erwartet war Lunjas Glück so faul, dass sie das Kopfgeld von Monaten hier versenkt hatte.
Es ist keine Übertreibung zu sagen, dass wir sogar unsere Hosen verloren haben. Oh weh. Als diese Betrüger von den goldenen Mäusen uns rausgeworfen hatten, blieb uns nur hier zu zelten. Die Luft ist so feucht und das Öl für die Pflege der Waffen wird knapp. Aber Lunja sah immer noch fröhlich aus. Sie sagte, sie hätte den Geruch des großen Geschäfts in der Nase. Siri hatte immer noch geheult. Die vergoldete Axt, die er bestellt hatte, war völlig ruiniert. Und seine Beziehung zur Angas Ziehtochter war wahrscheinlich dem Untergang geweiht. Ein paar Schläge ins Gesicht brachten ihn dazu, mit dem Geheule aufzuhören. Na, wie nett. At least good luck doesn't discriminate by clan. Oh, guten Tag. Oh. Okay. Sie macht wirklich nicht viel Schaden. Kommt's wieder raus? Anscheinend nicht. Zu schade. Think you can bully me? Ganz schön viele von den Tigern hier. Und Pilzwiesen. So, solange ihr mich in Ruhe lasst, lasse ich... Okay. Dann halt nicht. Beg for mercy. Crush. I condemn you. You want this one? Beg for mercy. Shudder. So, jetzt mal Ruhe hier. Einmal looten. Alles looten. So, hattet ihr wenigstens eine Truhe irgendwo oder so? Nein, natürlich nicht. Wir greifen mich einfach so aus Spaß an. Ich wollte euch ja verschonen. Aber ihr wollt es ja nicht anders. Ihr Sauigel, ihr. Da gibt's noch eine Truhe. Ach du Schande. Shake it and stir. Beg for mercy. Vengeance will be mine. Eye for an eye. More speed. Wo sind wir denn jetzt? Wir sind ja total weit am Kartenrand. Ach, spannend. Ach, spannend. Da ist aber überhaupt keine Statue oder so. What do we have here? Wie deckt man das denn auf? Wahrscheinlich mit der Quest, was? Wir haben auf jeden Fall schon mal einen Teleportpunkt. Aber der deckt das ja nicht auf. Das macht ja nur die Statue der Göttin eigentlich, ne? Und zwar hier jetzt auch direkt am Rand. Okay. Welt der Aranara betritt Vanarana. Da ist eine Höhle. Let's go, let's go. Was bist du? Ein Vaparias.
Oculus. Ha! Ha! Tada! Hä, hier ist auch noch ein Teleporter, den wir noch nicht aktiviert hatten. Ja gut, kann ja sein. Kann ja durchaus sein. I'm flying. Das ist schön. Jetzt bin ich hier durch die Höhle durch. Aber ich glaube, das war eigentlich nicht so geplant, dass ich so laufe, oder? Also ist theoretisch auch möglich. Okay. Sieht zumindest so aus. Obwohl, das führt ja sogar in die Höhle rein, nur von der anderen Seite. Haha. Okay. Später, Moment. Ich muss hier noch ein bisschen... Wo ist es denn? Da. Wo geht's denn hin, liebe Seele? Okay, wir folgen jetzt eigentlich auch dem Pfad, den wir folgen sollen. Das ist doch schon mal nice. Waldführer. If it doesn't ruin... Folge 10 Seelen im Gebiet Avidia-Wald, Lokapal, blablub. Okay, 10 Seelen. Treasure. Schon 10 Seelen. Ach, hör auf, Geräusche zu machen. So, aber wir müssen eigentlich woanders lang jetzt, ne? Oder? Nee. Scheint schon zu stimmen. Okay, dann hier lang. Ja gut, da ist ja auch schon die markierte Zone, also passt schon. Ist aber auch überall was zu finden. Wenn auch nur Gemüse, aber... Hey, Gemüse. Vorräte sind immer gut. Ah. Dieser Ort ist wie ein Dorf. Matsu, erinnerst du dich noch an die Steinhütte, die wir sahen, als wir mit Rana im Lager waren? Klein und rund. Sie sind hier überall zu finden. Es ist wie ein Reich für kleine Leute. Wenn das hier das von Arana benannte Vanarana ist, dann sollte es die Heimat von Aranara sein. Aber es lebt kein einziger Mensch hier. Stimmt. Oder haben sich alle nur versteckt, nachdem sie uns gesehen haben? Vielleicht müssen wir die Melodie von Aranara erklingen lassen. Ach ja, genau wie sie gesagt hat. Ist das die Melodie des großen Traums? Erinnerst du dich, dass sie sagte, wir sollen die Melodie des großen Traums singen und betretet unseren Traum, betretet unsere Welt? Es ist besser, es auf dem Instrument zu versuchen. Ja, Palmer freut sich schon sehr, sowohl auf die Musik von Matsu als auch auf die Welt von Aranara. Aha, mysteriöser Bogen. Dieser seltsame Bogen wird Tor der Fantasie genannt. Es könnte etwas Gutes passieren, wenn du die Herausforderung darin abschließt. Benutze die alte Leier, um die Melodie von Aranara vor dem Tor der Fantasie zu spielen und es somit zu aktivieren. Tritt danach durch den Bogen ein, um dich der Herausforderung dann darin zu stellen. Ah, sowas habe ich ja schon mal gesehen, was irgendwie so diese grüne Aura ausgestrahlt hat. Ich wusste nur nicht, wie man damit umgeht. Ja klar, dann brauchte ich wohl diese Leier. Sammle während der Herausforderung alle Samen der Fantasie innerhalb des Zeitlimits ein und kehre zum Tor der Fantasie zurück. Wirst du dabei von einem Gegner angegriffen, verringert sich das Zeitlimit für die laufende Herausforderung. Nach dem Betreten des Tores der Fantasie erscheinen manchmal seltsame Traumblumen.
Hältst du dich in der Nähe der Barrieren dieser Blumen auf, vergessen die Gegner deine Existenz und du verlässt daraufhin den Kampf. Aktivierst du die Traumblumen mit der Elektrokraft, markiert sie die Standorte der Samen der Fantasie, die du noch sammeln musst, aber sie verliert auch die Wirkung der Barriere. Das merke ich mir doch im Leben nicht. Spiel am gegebenen Ort die Melodie. Gut, spielen wir die Melodie. Ich habe so viele Leiern. Ist das eigentlich egal? Ich nehme jetzt einfach mal die landschaftliche Leier. Ich glaube nicht. Gut, versuchen wir mal die andere Leier oder ich muss wirklich die Melodie kennen. Nee, es geht nur mit der. Was mache ich falsch? Was mache ich falsch? Also ich dachte, vielleicht muss ich zack auf den Kreis oder so. Ich muss eigentlich Vater spielen, oder? Nee, auch nicht. I don't get it. Warum ist es falsch? Ach so, ich muss vielleicht... Ah! Ah, okay. Ah, deswegen war der Kreis oben, weil das obere gemeint ist. Ah. Ei, 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 ei. So, jetzt muss ich durch den Rundbogen gehen. Das ist ein bisschen wie bei Zelda jetzt, ne? Die Gegner können mich angreifen, ich muss hier was einsammeln. Wenn ich angegriffen werde, ist scheiße. Das ist ein bisschen wie Zelda tatsächlich. In, nicht Wind Waker, Skyward Sword. Wie in Skyward Sword. Ja. Sehr ähnlich. Da durften mich die Gegner ja auch nicht erwischen. Wie viele muss ich sammeln? 15? So, mit Elektro kann ich die Standorte mir zeigen lassen. Ich sehe aber keine. Herrlich. Ah, Herausforderung gescheitert. Bin raus aus dem Kreis. Aber wie sollen denn die jetzt angezeigt werden? Ich dachte, dann sehe ich sie wenigstens auf der Map. Anscheinend nicht. Also das ist jetzt wirklich eine Herausforderung wie in Zelda Skyward Sword. Da gab es das ja auch. Let's Play auf meinem YouTube-Channel. Im Übrigen. Schleichwerbung. Tüdü. Keine freie Vorführung im aktuellen Zustand möglich. Ja, ist ja auch gar nicht das Ziel. Ach so, die werden angezeigt, indem sie Strahlen... Ach, das ist wirklich wie in Zelda. Also fast genauso.
Das ist ja elend. Oh! Wo kommt ihr denn her? Lasst mich in Ruhe. Oh, so ein großer Öschi hier. Den immer noch 6. Immerhin kann man hier Päuschen machen. Ja gut, kann man... Ja, in Zelda an manchen Stellen auch, aber nicht unbedingt. Es war ein bisschen anstrengender als das hier. Nee, ich bin schon wieder hier am Rand. So, 6 fehlen noch. Sind, nein! Ach, Beido. Was du tun? Oh! Noch 3. Da komme ich aus dem Zirkel raus, oder? Weiß ich nicht. Komme ich raus? Nee, gar nicht mal. Hier sind keine Gegner. Hier könnte ich zum Beispiel mal mich umschauen. So. Da ist noch einer. Nur da vorne. Sonst? So, hier der eine. Ich brauche 3. Wo sind denn die anderen 2? Hm. Ach nee, ich brauche nur noch einen. Ach Gott. Ich dachte, ich bräuchte 3. Na also. Muss ich auch noch zurück, oder was? Ach du Schande. Anscheinend muss ich auch noch zurück. Ja, kehre zum Tor der Fantasie zurück. Ja, geil. Ja, geil. Lasst mich. Vergesst mich. So. Große Truhe. The more the merrier. First round's on me. The more the merrier. Okay. Aha. Spiele die Melodie des großen Raums. Okay, nochmal. Hä? Ach so. Alles gut. Naja gut, allein dieses ganze Melodien spielen und so. Damit was passiert. Es ist schon sehr Zelda-ähnlich. Hey, es ist ein Aranara. Ah, lass mich los, ich werde Nara die Sätze geben. Ich werde Nara die Sätze geben. Was meinst du mit Sätze? Wir tun dir nichts, keine Sorge.
Paimon heißt Paimon und siehst Matzo. Ein guter Nara. Wer bist du? Oh, ein guter Nara. Toll. Das Lied habt ihr bestimmt von Arana gelernt. Ich bin Arama. Oh. Obwohl Arana euch vertraut, haben die meisten Aranara hier Angst, dass Nara nach Vanarana kommt. Du hast keine Angst? Nun, anfangs hatte ich Angst, aber der goldene Nara ist schon an vielen Orten gewesen. Der kleine Löwenzahn und die Sporen bei dir sagen mir, dieser Nara ist sehr, sehr nett. Oh, Aranara können mit Pflanzen wie Sporen kommunizieren? Sporen sind keine Pflanzen. Nara, Matsu versteht es. Paimon liegt falsch. Wenn man so etwas im Wald laut sagt, können die Pflanzen traurig und die Sporen wütend werden, sodass sie sich womöglich in Pilzbestien verwandeln. Ach, achte nicht so genau auf solche Details. Wie auch immer, ist das hier Vanarana? Es fühlt sich so ähnlich an wie der Ort, an dem wir den Schatz gefunden haben, aber es ist etwas anders. Es hat zwar ein riesiges Steinhaus, aber ein wenig enttäuscht. Es ist nicht ganz so, wie Paimon es sich vorgestellt hat. Paimon dachte, Vanarana sei ein lebhaftes Aranara-Dorf, in dem alle Aranara tanzen, Aranara-Festessen veranstalten und Aranara-Missionen machen. Und eine Aranara-Catherine? So hatte Paimon das noch nicht bedacht. Alle sind von Vanarana, aber weil alle Angst haben, können wir euch beide nicht hineinlassen, auch wenn Naramatsu golden ist. Golden? Und Silber? Ist Silber nicht besser? Silber, die Farbe des Mondes, ist sehr, sehr gut. Aber so gesehen ist hier nicht Vanarana? Hier ist nicht Vanarana. Ich sollte eigentlich sagen, hier ist Vanarana, aber es ist nicht echt. Ist es doch Ist es doch Vanarana oder nicht? Das ist eine gute Frage. Wenn Naramatsu Aranara hilft, werden alle keine Angst haben und Nara kann das echte Vanarana betreten. Komm mit mir, hilf Aranara und hol die Sätze. Paimon versteht, du wolltest eigentlich über die Schätze sprechen. Kein Problem, wir helfen dir. Hat er die ganze Zeit Schätze gesagt? Ich habe Sätze gelesen? Keine Ahnung. Ich habe wahrscheinlich die ganze Zeit Sätze gelesen, obwohl er Schätze gesagt hat. Kann das sein? Na, egal. Ach, jetzt gibt's hier eine Statue zum Aktivieren. Ach, guck mal eine an. Aha. Offen steht dir diese Welt, wenn Edelmut dein Herz erhält. Ab dafür. Aha. Da ist ja noch ein ganzes Gebiet hier. Ich fand das schon komisch, so diese Teile hier. Aber ich dachte, wenn da keine Statue ist, dann muss das wohl so. Aber, ach so. Ach so. Über verlorene Geokuli? Was? Nee, ich wollte die Opfer nicht drüber philosophieren. So. Zack. Ah, hier gibt es auch Patisaras. Ah, da ist noch ein Dendrokulus, aber der ist irgendwo ganz oben wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich da ganz oben drauf. Helfen wir erstmal den kleinen Viechers. Wo sind sie denn? Okay. Lass mich raten, wir müssen Pilzbestien killen. Think you can bully me? Shudder! Beg for mercy. I condemn you. Scratch. Noch jemand? Hallo. So. Das war schon okay? Oh, das reicht? Ich dachte, ich rede jetzt noch irgendwie. Felsbrocken kriege ich schnell kaputt. So, nächstes.
Na, noch mehr verhauen. Think you can bully me? Look at you, Bootown. Crush. Shudder. Freeze to the core. Eye for an eye. Yeah. Ah, jetzt bin ich hier so blöd reingeraten. Nix erwischt. Na! Beg for mercy. Kann man sie essen? Du stellst Fragen, Paimon. Oh, das ist wahrscheinlich wirklich ganz da oben, ist irgendwo der Dendroculus. Schlimmer als Sturmschrecken. Oh nein. Hellkauen. More speed. Aber hier gibt es viele Padisaras. Das muss ich mir merken. Brauche ich ja zum Hochstufen von Nilou. Zack. Oh, hier gibt es eine Truhe. More speed. Oh, upsa. Everybody stand back. Shaken and stirred. Power that ended Python. Crush. I condemn you. Vengeance will be mine. Think you can bully me? At least good luck doesn't discriminate by clan. So. Da ist noch ein bisschen was zu. Nee, das Ding kann man nicht looten. Hier ist noch was. Ja. Ach, Mensch. Jula. Jula! Oh. Ach. Egal. Da ist noch eine. Ich wollte eigentlich hier die Dings zerdeppern, aber geht anscheinend nicht. Ich muss irgendwie nach oben. Ah, hoch. Hä? Jetzt greift mich auch noch was an. Schön. Warum greift mich hier was an? Siehst du dort, Vanarana? Du musst aufpassen. Selbst wenn man mit ihnen redet, reagieren sie nur mit Wut und schießen Flammen. Was denn? Ist doch bloß eine Vanilluka. Gefährlich, sehr gefährlich. Kommt, wir hauen ab. Ehe Vanarana uns entdeckt? Das ist nichts. Wie auch immer, keine Sorge, Rama. Wir werden dir helfen. Richtig, Matsu? Boah, kann man machen. Oh, Nara Matsu, du musst wirklich gut auf dich aufpassen. Soll ich jetzt echt eine Vanilluka erledigen? Wo ist denn dieser... So, hier. Dendroculus. Im Baum wahrscheinlich. Oder innen drin im Baum. Wenn es nicht in der Baumkrone ist, nee, dann im Baum selbst drin. Vermutlich.
for mercy. Yeah! Crush! Ja, noch mehr? Can't handle your dream. Huh. I'm going in! Let's light it up! Wie viele sind das? Rack and ruin! Yeah. Freeze to the core! Come on! I condemn you! Teamwork is dreamwork! Shudder! So, ich hatte gesagt, vielleicht im Baum drin, ne? Ist da irgendwie was? Nee, da ist aber keine Höhle oder so drin. Oh, oh. Kurz mal ausruhen. Hier ist aber nix. Wie es ausschaut. More speed. Müssen wir denn jetzt? Wir müssen ja ganz weit hin zurück. Ist überhaupt richtig? Nee, wir müssen wieder runter, was? Ach, nö. Wer hat dich denn bestellt? Crush! Beg for mercy. Habe ich sie erledigt? Scheint so. Wo ist mein Loot? Hä? Oder wir sind zu weit weggeraten. Kein Loot? Doch, da. Da glitzert's doch. More speed. Ha! Da müssen wir sowieso hin. Dann passt's ja. So, damit ist es vollbracht. Arama, wo sind die versprochenen Schätze? Ist Schätze nicht der Zauberspruch, um Nara zur Hilfe zu verlocken? Warum ist Paimon kein bisschen überrascht? Empörend, ich wurde reingelegt. Hast du ernsthaft gedacht, dass Arama Schätze vergraben hatte? Naja, Arama, wo hast du das Wort Schätze überhaupt gelernt? Als ich Nara beobachtete, stellte ich fest, dass sie, sobald sie Schätze hörten, sofort gut wurden und bereit waren, anderen Nara zu helfen. Es soll auch Nara geben, die wegen Schätze böse geworden sind. Aha, so ist es also. Ich habe viel gelernt. Danke euch, Nara, Matsu und Paimon. Ihr seid echt gut. Ihr habt Aranara geholfen und seid gute Nara. Wenn ihr jetzt Vanarana betretet, wird sich auch keiner mehr fürchten. Du kannst Vanarana betreten, indem du Aranas Melodie vor Silbna spielst. Silabna. Mann, spielst. Hä? Das ist also Vanarana. So viel Aranara. Scheint, als wäre es derselbe Ort, aber... Ja, Paimon versteht. Es fühlt sich ganz anders an.
Nun, da wir anhand Aranas Beschreibung bereits in Vanarana sind, ist der nächste Schritt, die Beecher zu holen und Rana zu helfen. Die Beecher, ich verstehe. Wie auch immer, das hier ist das echte Vanarana. Aber um genau zu sein, müsste man Mahavanarana Napa. Mahavaranapna sagen. So ein langer Name und so viele Na. Aber weil der Name so lang ist, sprechen wir es normalerweise nicht ganz aus. In Naras Worten, bedeutet es das Vanarana aus dem großen Traum. Traum, da wir gerade davon sprechen, wir haben auch eine Aranara getroffen, wo die Gelehrte war und Matsu scheint einen Traum gehabt zu haben. Bedeutet das, dass das Vanarana von vorhin in der Realität ist? Ja, das ist eine sehr, sehr alte Geschichte aus der Zeit, wo ich noch nicht mal ein Samen war und noch in Sava schlief. Aber seit Vanarana zerstört war, leben wir in diesem Traum. Oh, hier ist in der Vergangenheit eine Menge passiert. Furchtbar, ich hörte, dass sich der Himmel schwarz färbt und die großen Bäume alle umstürzen wie Gras auf einem Feld, das von starkem Wind verweht wurde. Dann tauchten überall furchterregende Monster auf. Zum Glück sind das nur Geschichten und keine Erinnerungen. Wie auch immer, wenn du den Traum von Vanarana verlassen möchtest, singe vor Silblabna die Melodie des großen Traums. Das gleiche gilt, wenn du wieder zurück möchtest. Kommt mit, Aracha wird einen Weg finden, euch eine Beecher zu besorgen. Eieiei. Ach so, vielleicht ist auch der Dendroculus jetzt erst zu sehen. Das könnte natürlich auch sein. Jetzt haben wir aber erstmal eine Errungenschaft noch bekommen hier. Betritt wirklich die Welt der Aranara. Aha. Arapakati. Wo müssen wir hin? Aranaga. Araprabu. Arayash. Okay. Schön für euch. Nee, das ist schon bis am Ziel vorbei. Na gut. Araja. Ah, Nara. Ich habe schon so lange keinen mehr gesehen. So groß und so golden. Genau wie er gesagt hat. Willkommen in Vanarana. Ja, Naramatsu und Paimon sind beide großartig. Nicht einmal ein Vanagni macht ihnen Angst. Oh, das ist erstaunlich. Nara, die durch das Lied von Arana nach Vanarana kommen, müssen gute Nara sein, denen Arana vertraut. Woher wisst ihr alle, dass Arana uns hierher geschickt hat? Jeder Aranara hat sein eigenes Lied und jedes Lied der Aranara hat eine eigene Melodie. Somit können wir einfach unterscheiden, wer nach Hause gekommen ist. Arana schließt Freundschaften im Avidya-Wald und im Dravital mit Nara. Deshalb habe ich sie schon lange nicht mehr gesehen. Als wir ihre Melodie hörten, dachten wir alle, dass sie zurück sei und haben uns sehr gefreut. Aber es waren Nara, die Vanarana betraten und das hat uns alle erschreckt. Deswegen bat ich Arama um Hilfe, alle wissen zu lassen, dass Naramatsu ein guter Nara ist. Ach, so war das. Aber so wie Arama sagte, haben wir Probleme außerhalb des Traums gelöst. Hat das wirklich geholfen? Für Mahavana? Ach, die Namen von Aranara sind schwer zu merken. Mahavanara, Vanara im Traum ist Vanaranas Schatten außerhalb des Traums. Wenn Naramatsu die Probleme in der realen Welt löst, wird es im Traum auch besser. Ich danke euch. So ist es also. Lasst uns zur Sache kommen. Matsu über Rana. Wir brauchen die Beecher. Wir brauchen die Beecher, um einer sehr wichtigen Freundin von Arana zu helfen. Sie ist auch eine sehr wichtige Freundin von uns. Die Beecher. Beim letzten Mal habe ich die Beecher vor langer, langer Zeit vorbereitet. Damals waren der goldene Nara und Aramuhukunda noch da. Damals hatte ich so viele Geschichten und Träume. Es ist so lange her. Aracha sieht aus, als würde er gleich eine Geschichte erzählen. Sehen wir, was er zu sagen hat. Die Geschichten sind keine Erinnerung von mir, also sollten sie nicht von mir erzählt werden. Beschäftigen wir uns lieber mit der Beecher. Rana wurde wegen Marana schwer verletzt. Sie braucht ihre Beecher so bald wie möglich. Arana ist ein sehr alter Aranara und ihre Ararakalari ist sehr mächtig.
Deshalb sollte sich Nara Ranas Situation nicht verschlechtern. Schließlich ist die Bija... Du hast recht, Nara Ranas Situation bleibt stabil, solange Arana da ist. Aber Arama, vergiss nicht, Nara sind keine Bäume. Sie haben weniger Zeit und erleiden leichter Verletzungen. Ergibt Sinn. Wir sollten helfen. Naramatsus, Aranas und Paimons Wunsch ist mir Befehl. Sie sind schließlich Aranas Freunde. Und das jetzt 3-mal schnell hintereinander. Ja, natürlich, genau. Wenn ich es nicht mal einmal hinkriege. Wie können wir euch dienen? Das stimmt, für die Beacher brauchen wir Naras Hilfe. Wir werden das Uzawa-Fest veranstalten, aber viele Aranara treiben sich noch im Wald herum. Mit Vanaranas Geruch könntet ihr euch ihnen annähern und nach Hause bringen. Juhu, das Uzawa-Fest. Nein, das ist völlig falsch. Es ist keine Zeit für eine Feier. Araja hat eben gesagt, dass Nara nicht viel Zeit haben und dass wir die Beacher so bald wie möglich beschaffen müssen, oder? Naramatsu, Paimon, die Geschichte der Beacher besagt, dass das Uzawa-Fest stattfinden muss, um eine gesunde, starke Beacher hervorzubringen. Ungeachtet unserer Trauer, nur wenn die Nara Freunde der Aranara und die Aranara Freunde der Nara gemeinsam das Uzawa-Fest verbringen, kann Energie zur Produktion der Beacher gesammelt werden. Gut, der Grund ist zwar nicht besonders plausibel, aber vielleicht ist das Fest eine Ara-Zeremonie oder Ara-Feier, die genauso unglaublich wie Ararakalari ist. Zur Feier des Uzawa-Fests sollten wir alle zusammentrommeln. Vor nicht allzu langer Zeit sind Arapandu und ein paar andere zum Apamwald gegangen und Aranakin sollte noch in der Nähe des Ganda-Hügels sein. Ich bin mir sicher, dass sich niemand mehr von Naramatsu und Paimon fürchtet, also könnt ihr euch mit ihnen anfreunden. Ich hatte früher einen Nara als Freund, der mir bis heute sehr fehlt. Außerdem müsst ihr Vasoma und Vasara in der Halle des Ashwata beschaffen. 3 Stück sollten ausreichen. Paimon sollte es aufschreiben. Ashwata, Vasara, Vasoma. Leider konnte ich den Traum schon lange nicht mehr verlassen, dass ich mich nicht mehr daran erinnere, wo sich die Halle des Ashwata befindet. Arama und Naramatsu werden sie suchen. Ja, super. Jawohl, ich werde mit Naramatsu und Paimon auf ein Abenteuer gehen. Wir werden auf ein Abenteuer mit Arama gehen. Übrigens, der Vorfall in Vimara ist sehr besorgniserregend. Können wir die Aranara bitten, herauszufinden, wer den Kindern etwas zuleide tun könnte? Oh, hört sich nach etwas an, wozu nur die Inkarnation von Vanarana imstande wäre. Sie treiben ihr Unwesen nicht nur mit den Aranara, sondern vergreifen sich auch an kleinen Nara. In der Nähe von Vimara habe ich Ararikan vor ein paar Sonnen und Monden am Devantaka-Berg gesehen. Er schien eine Übeltat zu untersuchen. Vielleicht hat es mit dem bösen Ara, den Naramatsu und Paimon suchen, zu tun. Ach ja, richtig, die Aranara sind immerhin sehr unberechenbar, also haben sie vielleicht etwas Verdächtiges bemerkt. Außerdem haben wir noch viele andere Fragen. Über die Vasoma. Die Vasoma ist eine Frucht voller Träume und Energie. Sie ist nicht so stark wie die Beecher, trotzdem sehr beeindruckend. Wenn der Ashwata-Baum mit der Energie der Vasoma versorgt wird, entsteht eine Beecher. Der Baum wurde von der höheren Herrin Rukadevata persönlich angepflanzt und ist der Ursprung der Aranara. Über die Inkarnation von Marana. Ach ja, das hat unsere Aufmerksamkeit schon von Anfang an auf sich gezogen, denn Ayosim hat etwas Ähnliches erwähnt. Diese Geschichte ist lange her. Vor langer Zeit wandelten die Aranara auf der Erde und freundeten sich mit Nara und allen lebenden Geschöpfen an. Im Wald gab es Marana noch nicht, bis vor vielen, vielen Monden eine Katastrophe geschah. Die höhere Herrin Rukadevata kehrte nach Sava zurück und Marana trat in Erscheinung. Als der Wald seine Lebenskraft wieder zurückgewonnen hat, versteckten die Aranara das wahre Vanarana im Traum, um sich zu schützen. Oh, also gab es Marana schon seit dieser Zeit? Der Wald kannte den Tod nicht, bis die Bäume eines Tages erkannten, dass der Boden von verwelkten Blumen und toten Tieren überströmt war. So wie am selben Tag erinnerte sich die Erde an das dunkle, giftige Blut, das sie verschlungen haben könnte. Die Flüsse dachten an die rote Welt, die nach Sonnenuntergang aufkommen und in der alles Wasser verdampfen würde. Sie erkannten, dass alles Leben sein Ende nehmen würde. Zu dieser Zeit wurde Marana geboren. Es ist der Name des Todes und alle, die um seine Existenz wissen, werden letztendlich sterben. Seine Macht ist der Tod. Die großen, dunklen, krümmten Kreaturen sind Inkarnationen. Die Marana für sich ausgewählt hat, vermutlich. Boten des Todes. Kein Wunder, dass sich Ayosim so sehr vor dem Fatui fürchtet. Sie sind groß und tragen schwarz. Natürlich, in den Geschichten kann die Inkarnation von Marana unterschiedliche Gestalten annehmen. Manchmal sind sie Tiere, manchmal sind sie Vögel. Manchmal sind sie Nara, manchmal sind sie eine Plage. Aber eine Geschichte bleibt eine Geschichte. Das ist nicht mehr meine Erinnerung. Lass Paimon nachdenken. Matsu, wir haben viel zu tun. Solange wir Rana helfen können?
Wir müssen in der Halle des ein etwas finden und dann müssen wir Araraikan im Devantaka-Berg suchen, richtig? Und dann Arapandu im Apamwald und Ranakin am Ganda-Hügel. Ach, verdammt, die Namen der Aranara sind so schwer zu merken. Naramatsu, Paimon, das ist für euch. Ich habe es beobachtet. Nara muss Dinge wie diese benutzen, um sich an etwas zu erinnern. Ansonsten geraten die Erinnerungen durcheinander und können keine Geschichte bilden. Das ist ein altes Notizbuch. Oh, es gehörte Nara Varuna. Vielleicht ist es Schicksal, dass es an einen anderen goldenen Nara wie Naramatsu geht. Er nannte es Aranyaka, weil in ihm die Geschichte von seinem Abenteuer mit uns Aranara stehen. Aber die Geschichten sind verloren. Naramatsu, ich hoffe, das hilft dir weiter. Ich freue mich schon sehr auf das Utsawa-Fest. Ah. Traum und Baum. Okay, geht zum angegebenen Ort. Ich habe keine Ahnung, was ich soll. Ich habe den Überblick verloren. Ja, Notizbuch ist gut. Geschichten von dir und den Aranara. Kann ich nicht anklicken. Aranyaka. Begegnung im Wald. Wir haben dieses Aranyaka von Arama erhalten. Nutzen wir es, um unsere Abenteuer in dieser Zeit im Wald niederzuschreiben. Auch wenn wir sehr neugierig sind, welche Geschichten dieser Nara Varuna darin geschrieben hat. Aber wie Araja gesagt hat, ist das bereits verloren gegangen. Schreiben wir auch ein paar Worte der Aranara auf. Sie bezeichnen die Menschen mit dem Wort Nara und fügen das Wort auch vor dem Namen der Menschen hinzu, um sie zu rufen. Vielleicht gilt das Gesetz auch für die Namen der Aranara. Bisher beginnen die Namen aller Aranara, die wir kennen, mit dem Wort Ara. Aha. Baumschule im Traum. Nachdem wir den Aranara in Vanarana mit Arama geholfen hatten, erreichten wir schließlich das wahre Varanara und sprachen mit Araja. Um die Beacher zu bekommen, müssen einige Dinge erledigt werden. Erstens veranstalte das Utsawa-Fest. Zweitens finde einige Aranara im Wald und hilf ihnen. Wir wissen bereits, dass einige der Aranara an den folgenden Orten zu finden sind. Apamwald, Ganda-Hügel und Devantaka-Berg. Drittens hole 3 Vasoma von dem Baum Vasara in der Halle des Ashwata. Schön. Melodie des großen Traums. Aranas Melodie. Wir können auch verschiedene Melodien lernen. Ach du meine Güte. Ach du meine Güte. Ihr habt ja heute Zeit, oder? Wenigstens kann ich durchrennen, das ist ja schon mal was. Ups! Ach so, das war's schon? Möchte die Nari-Freundin eine Aranara-Geschichte hören? Aravinai kennt ganz viele und möchte sie gegen neue Geschichten eintauschen. Erzähl von deinen Abenteuern mit dem Aranara. Was für eine Geschichte hat die Nara-Freundin mitgebracht? Wird sie den alten Baum so überraschen, dass die Tautropfen auf die Blätter fallen? Durch die Geschichten erlernst du die Herstellung des Zweihänders Waldkönigsschwert. Diese Geschichte hat eine enge Verbindung zum Waldkönig. Aha. Stammklinge, Gefolgsfrau des Königs. Vollmondfrucht. Stangenwaffe? Okay, cool. Aber ist sogar eine Markierung auf der Map. Okay, sehr gut. So, ich habe jetzt irgendwas Sinnvolles gemacht. Ich habe es nur so schnell weggeklickt, dass ich nicht weiß, was. Schön. Was machen wir jetzt? Was nun? Anscheinend gibt es jetzt einfach keine Questmarker mehr. Erhöhe das Stufenlimit des Baums der Träume. Hä? Was? Das ist das, was ich weggeklickt habe, ne? Ach, verdammte Axt. Bist du der Baum der Träume? Du siehst aus wie der Baum der Träume. Ah, okay.
So, Dendrosiegel und der Baum der Träume. Opfer die Dendrosiegel, die du bei deinen verschiedenen Abenteuern in Sumeru erhältst, den Baum der Träume in den Tiefen von Vanarana, um seine Stufe zu erhöhen und im Gegenzug wertvolle Objekte zu erhalten. Ja, da habe ich doch schon einiges. Guck mal, opfern. Zack. Wie viel kann ich denn so opfern? Ach, der hat schon alles auf einmal geopfert, was ich habe, oder wie? Scheint so. Ah, eins fehlt noch für die nächste Stufe. Naja gut, reicht das? Begib dich mit den Aranara auf gemeinsame Abenteuer. Arama erwähnt, dass es am den Vantaka-Werk einen Aranara gibt. Vielleicht weiß er etwas über den Bösewicht, der im Dorf Vimara aktiv ist. You want to learn some Favonia's blade work? Alright then, I'll teach you. Oh yes, I'll teach you alright. Mark my words. Du machst mir Angst, meine liebe Jula. Ja. Sind das jetzt nochmal eigene Quests? Bitte, um Rana zu helfen, musst du die Aranara finden und ihm mit der Verwaltung festhelfen. Das Aranjaka, das du von Arama bekommen hast, kannst du nutzen, um Geschichten mit den Aranara sowie Hinweise für die Abenteuer aufzuschreiben. Aha. Wie habe ich denn jetzt gerade per Shortcut das... Ach, das hiermit? Nee. Ich habe doch irgendwie per Shortcut dieses Buch aufgerufen. Okay, ich gehe jetzt davon aus, dadurch, dass wir dieses Buch haben, dass das jetzt eine Questreihe ist, wo man jetzt viele verschiedene Quests in einzelnen Abschnitten machen kann. Wir sind jetzt auf jeden Fall schon mal so weit, dass wir hier in Vanarana rein sind und wir sind so weit, dass wir hier diesen Baum haben, an dem wir endlich unsere Dendrosiegel loswerden. Das ist schon mal etwas. Ich würde sagen, das reicht dann auch erstmal. Und wir machen noch einen Legendenauftrag fertig. Weil ich glaube, das, was jetzt als nächstes kommt, das sind nochmal separate Quests. Das fühlt sich zumindest so an. So, jetzt ist die Frage, welchen Legendenauftrag hatten wir denn zuerst bekommen? War das Cyno oder Nilou? Ich glaube, es war... Ich wollte jetzt gerade sagen Nilou, weil die nach rechts ist und das vielleicht so rüberrückt. Aber nee, muss nicht unbedingt. Weil ich glaube, Tinari war links von Cyno. Also ich glaube, ich würde jetzt Nilou nehmen. Und da erstmal weitermachen. Dass wir die Legendenaufträge auch so ein bisschen abgefrühstückt kriegen. Und dann können wir mal gucken. Dann haben wir wahrscheinlich noch das fehlende Dendrosiegel zusammen. Ach so. Wollte ich nicht eigentlich das hier zuerst machen? Schon wieder komplett verdrängt. Machen wir doch das und dann machen wir den Legendenauftrag. Okay, komm. Gibt's gar nicht. Mein kurzes Gedächtnis. So. Wo ist denn jetzt dieses komische... Oh, ich habe zwei... Stimmt, ich habe 2 Schicksale bekommen. Die kann ich gleich auch noch einlösen. So, das brauchen wir. Und dann, komm, die lösen wir jetzt ein. 2 Stück. Nummer 1. Daumen drücken. Nischt. Nummer 2, Daumen drücken. Lila. Lila ist schon mal gut. Ein Bennett. Ja, nice. Ja, nice. Bennett verstärken. Oh, den habe ich ja auch schon fast auf Maximum. Cool. Erhöht die Stufe hier fantastische Reise um 3. Fantastische Reise war...
der Burst-Move. Ja. Ja, cool. Sehr cool. Sehr, sehr cool. So, was gibt es denn als letztes? Erhöht den Pyroschaden der aktuellen Figuren in der Truppe mit Einhändern, Zweihändern und Stangenwaffen im Wirkungsbereich von Fantastische Reise um 15% und verleiht ihnen die Pyrokraft. Oh, ist das mit Jula zusammen sinnvoll? Eher nicht so, vermutlich. Ich weiß es nicht. Aber hey, wir haben Bennett bald auf Maximum. Schön. Und dann ziehe ich 1000 Bennets. Wie immer. Wie es mir schon mit Xingshi passiert, mit Chongyun. Nice. Ich freue mich. So. Jetzt suchen wir aber erstmal dieses Sternstück noch. Oder Stern der Zukunft. Wir hier? Was? Jetzt müssen wir wieder höher. Bin schon zu niedrig. Na toll. Da komme ich doch gerade her. Na, ihr seid putzig. Mist. Mist. Jetzt muss ich auf der richtigen Höhe sein. Jetzt in die Richtung. Aha. Okay, den Baum hoch. Time to scout. No, immer eine Truhe? At least good luck doesn't discriminate by clan. Das ist in die Richtung. Hä? Wieso müssen wir jetzt schon wieder da hoch? Ist das ein Elend. Schnappen wir uns nochmal das Windfeld. So. So. Dann schubst uns das hier hoch. Der Kreis sagt halt wieder, wir müssen runter. Jetzt sagt es aber, wir müssen hoch. Okay. Aber wo hoch? Hallo, Spekulatius. Hallöchen. Was? Ich habe das Ding nicht mal gesehen. Aber gut, dass wir die Herausforderung abgeschlossen haben. Nice. Schön. So, und das andere, das mache ich dann für mich. Morgen gibt es nämlich keinen Stream. So. Oder ist das noch bis nächste Woche? Dann können wir es nächste Woche machen. Nee, nächste Woche nicht. Finde bei der Aktion die Suche nach den Sternen, den im Dickicht versteckten Stern der Zukunft. Aha. Ich fürchte nur, der letzte Part ist dann doch irgendwas Storymäßiges. Schade.
Weil das ist ja dann wahrscheinlich das... Ja, der letzte Kristall und dann kommt am Ende noch... Banu hat noch keine Spur gefunden. Irgendwas anderes kommt dann noch. What's this game called? Genshin Impact. Da sind noch Vogeleier. Dann würde ich jetzt... Oh, ist aber noch der Dendroculus. Wo kriege ich den? Wo ist der? Fun game? Depends. Depends on your preferences for games. I like it. I play it since... Well, it's already 2 years old, I guess. So yes, but there's a lot of grind. If you don't like grind, it's not a game for you. Freut dich. Schön. Okay, komm, lass uns den Legendenauftrag machen, ich hier noch weiter rumtrödle. Und wir machen Nilou. Zack, auf. Kinder des Waldes. Nee, das haben wir... Doch, Kinder des Waldes. Das ist... Nee. Hä? An die Weisen. Der lebendige, gemütliche Rhythmus der Straßen. So, das ist Nilou. Das andere waren ja die Aranara. Oder so. Da hinten ist noch eine Truhe. Ist aber weit weg. Aber ich will sie haben. Gucken wir mal, ob wir hinkommen. Und schon ist Matsu wieder abgelenkt. Crush! Vengeance will be mine! Rack and ruin! Ah, wo ist der andere? Komm her! Hol dir deine Haue. So. Und schon haben wir das letzte Dendro-Siegel. Kommen wir gleich wieder zurück. Mist. Können wir hier jetzt auch? Wir können direkt zu Vanarana. Können wir auch direkt zum Baum? Hä? Jetzt bin ich aber nicht beim Baum gelandet. Och komm! Das Spiel veräppelt mich. So, wie kommen wir denn jetzt dahin? Ich habe schon den Weg vergessen. Ist das die Möglichkeit? Du hast was in deiner Hütte. Nehmen wir mit. Ach, wo ging es denn jetzt zu diesem blöden Baum? Mist. Das ist doch die Straße. More speed. Zur heiligen Sakura konnten wir wenigstens direkt hin teleportieren. Das ist ja unpraktisch. Ja, vielleicht gibt es einen kürzeren Weg, aber ich finde natürlich wieder nur die komplizierte Straße. Oh, hier ist... Oh. Oh. Das ist Verdorrung. In der Höhle. Aber den Weg komme ich nicht hin. Ich hätte mir den Weg merken sollen. Das ist natürlich jetzt blöde.
Oder muss ich erst wieder in den Traum rein? Oder... Ich habe keine Ahnung. Und ganz viele Quests, ganz toll. Ich will aber doch eigentlich nur zu dem blöden Baum. Da ist eine Höhle. Ich werde es mir irgendwann merken müssen. Solange wird das hier öfter vorkommen. Nee, ist auch noch nicht die richtige Höhle. Ja, sehr geil. Jetzt laufe ich doch schon wieder die gleiche Ecke hier rum. Ja, super. Ah, könnte das sein? Ja, das ist es, das ist es, das ist es. More speed. Ich hab's. Sehr gut. So. Hier hast du noch was. Opfern. Zack. Kriegen wir auch eine Liste von Belohnungen, die wir haben können? Wie bei der heiligen Sakura? Ja, doch, klar. Hatten wir doch gerade schon. Genau. Auch bis Stufe 50. Aber ich glaube, für die Trophäe müssen wir den hier wenigstens nicht auf Maximum bringen, weil der heiligen Sakura schon. Da fehlen mir noch, glaube ich, 2 Stufen. But the knights had enough sense to do away with all the superfluous detail. Aber hey, wieder eine ordentliche Geldquelle hier. Ist doch was. So, jetzt aber. Nilou. Auf. Wo müssen wir hin? Nach Sumeru, natürlich nach Sumeru. Nilou! It's nice to see you again! Oh, hey there, Traveler in Paimon. Are you here for some shopping too? That's right. Although there were a few hiccups here and there, the Sub-Zerus Festival turned out to be a grand success. And so, the theater wants to host a celebration event. Do you two want to come? It'll be a really fun time. Feier? It's something like a tradition of ours. Whenever we wrap an important performance, we'll get together and unwind. Rehearsals are exhausting. If you keep your nose to the grindstone, you're going to wipe yourself out sooner or later. Mr. Zubair, our manager, always says that celebrations aren't just for fun, but that they should also be occasions for reflection and review. But no one remembers that once the celebration starts. It's not like he can't also have some fun himself. We've been to a lot of festivals during our adventures. Will your celebration also have lots of yummy food and Na, Feier ohne Essen und Trinken ist halt irgendwie langweilig, oder? We always do lots of eating, toasting, and gift exchanging. We try really hard to show our appreciation for everyone. Ah, so we'll need to bring a present. Du willst dich doch nicht kostenlos durchfuttern? No
Hey, treat others how you want to be treated, right? Paimon already has a great gift in mind, but maybe you could lend Paimon some more of it? Ja. It's fine. No need to stress, Paimon. You can come, present or not. You two being there would be the best gift of all. It'll also be a good time to introduce you to the rest of the theater. Apropos, nach diesem Traum sind noch viele Sachen passiert. Is something up? Wenn Dunja doch nur kommen könnte. Yeah, but for now, it's more important for her to rest and recover. I tried to visit her, but I got turned away at the door. Oh, wie The gemein. people there wouldn't listen to a single word I said. All I could do was to leave a letter encouraging her to get some rest and keep her spirits up. She'll be better soon. And then we can celebrate together at the theater. It's all thanks to you and Nilou that we managed to save Dunyarzad. Ich hoffe nur, dass sie nichts verpasst. You're way too modest. Just now, I actually felt really self-conscious when Paimon talked about us in the same breath. Compared to you, I really didn't do much at all. Anyway, all that aside, are you thinking about coming to our event? Paimon thinks it'll be a great time. What do you think, Traveler? Gut, es wird bestimmt lustig. Und wir haben sowieso nichts zu tun. Let's head to the theater. Wait, I completely forgot about this pile of stuff. Whoa, did you buy all of this, Nilou? Just one box. The rest were given to me. I really don't know how it came to this much. That's way too many freebies. Many vendors give out samples for free, but Paimon's never seen this much. All I know is that whenever I start chatting with people, my hands would get more and more full until I can't hold everything anymore. This seems to happen every time. I was planning on making a few trips to bring everything back before continuing on with my shopping, but I don't think I'll have the time. So this isn't even all of it? Ich werde dir helfen. Are you sure? Of course! Carrying stuff is a piece of cake for her. Right, Traveler? Der Blick ist gut. I'm so sorry to trouble you like this. I meant to invite you to our celebration, but now you're helping me instead. Well, let's hurry up and grab the last few things, so we can get back to the theater. An die Weisen. Lotus Somno. Okay. Ich habe doch jetzt... Ach so, mir fehlen aber dann von dem Boss die Teile. Ich habe doch für sie jetzt hier die Hadisara gesammelt. Ja, aber reicht noch lange nicht. Okay, alles gut. Oh, well, if it isn't Nilou. Hallo. Greetings, Mr. Jute. Do you still have any food that's ready to go? Of course I do. I've heard that Zubair Theater is hosting a celebration event, so I've reserved some food for you in advance. Although, it looks like you're gonna need 2 more portions. Please allow me to introduce them. This is the Traveler, a very experienced adventurer. And this is Paimon, her super reliable guide and help. No. Paimon is... hold on. She got it completely right. Das ist sehr selten. She introduced Paimon correctly! Don't underestimate Nilou. She always remembers every last little detail about everyone, even if it sounds completely trivial. Boah, solche Leute finde ich immer so gruselig. Ich finde es irgendwie eine beeindruckende Fähigkeit, aber ich finde es immer gruselig, wenn sich Leute an jedes Detail erinnern können. She's also very brave. Just a little while ago, she saved my precious spices from the jaws of a sumpter beast. Oh. Don't think anything of it. Anyway, sorry to get off topic. We're in a bit of a hurry. Mr. Jute, did you say you didn't reserve enough food? I was joking. Anyone who runs a business knows to keep some extra stock. After all, orders get changed all the time. Oh, that reminds me. It seems that these friends of yours aren't from here. Have they ever tried any delicious tachin? Was ist das? Ooh, what a fantastic idea! Mr. Jute, did you bake a batch recently?
Ist das lecker? Tachin is a mixture of rice and meat that's baked into a cake-like shape. Mr. Jute adds special spices into his. Also Hackbraten? Mit Reis? Its aroma is just so wonderfully delicious. If you ever see kids crowding all around Mr. Jute's place, you know he's baking up a storm. Gibt's das wirklich? Oft gibt's das ja wirklich dann. Oh! Entschuldigung. Was ist denn Tachin? Muss ich mal aufschreiben. Ich google mal. Ich bin neugierig. Gibt's das wirklich? Gibt's? Ja. Ja, das sieht tatsächlich aus wie ein Kuchen auf Hackfleisch. Oder so. Oder ein Hackfleisch gefüllter Kuchen. Das sieht ja spannend aus. Das sieht sehr spannend aus, liebe Leute. Das werde ich eines Tages nachkochen. Allein, weil es so spannend aussieht. But is it really just for the kids? Don't you often follow them in too? I just can't help myself. We're 2 peas in a pod. Who doesn't enjoy some good food? Jeder mag doch leckere Sachen, genau. Wait here. I'll bring some over. Ach komm, ihr hättet es wenigstens zeigen können. Whoa, what a dish! It's sweet and sour and full of deliciousness! Paimon can't eat it fast enough! Sehr eigentümlich. Ich muss es echt... Es sieht sehr spannend aus. Kochstream incoming. Oje, oje. Oje, oje. Nee, meine Küche ist für sowas nicht geeignet. Aber ich muss mal so... Ich koche komische Sachen. Wenn es mir jemand anschleppt, das Rezept, dann koche ich auch gerne mal Sachen, die ich nicht so kenne. Ist ja irgendwie spannend. No matter how many times I eat it, it's still so delicious. Es sieht lecker aus, finde ich. I wouldn't have offered it as a treat if I wasn't confident in the taste. I baked a lot just now, and it's all packaged and ready for you to take back to the theater. Da gibt es bestimmt schlimmere Küchen. Ja, meine ist schon so alt und ranzig. Die würde ich gerne mal austauschen. You made so much. Is it really okay to take them all? It was nothing. Making 1 serving or 100 servings is all the same to me. If anything, I should be thanking you for helping me clear my inventory. Lass mich dir wenigstens Mora geben. Don't worry about it. What kind of person would I be if I made you pay for a treat? Okay. Make sure you got everything. Feel free to come back anytime. I'm starting to understand how you got so many things. Ach, da sieht man's. So ein Kuchen, so ein gefüllter Reiskuchen. With words, and it's really hard to say no. Let's go to the next store. So ein Rezept haben wir da jetzt gekriegt. Moment, wo ist es denn? Da, genau, hier, da. Tachin. So sieht das aus, ja. Tatsächlich, ohne Blümchen halt. Heimwerk Küchenaufbau Stream incoming. Nee, das lasse ich andere machen. Also ich kann vieles selbst aufbauen, aber Küche ausmessen und sowas, nee. Das lasse ich lieber machen, glaube ich. Wobei, dann kriege ich wahrscheinlich in den nächsten 3 Jahren keine Küche. Nilou, good timing. I have the textiles you ordered. If you took any longer, the sumpter beasts might have gobbled them up. You and your jokes. Sumpter beasts won't eat those kinds of things, Mr. Offsheen. Jute said that some sumpter beasts ate his spices. Were they yours? Yeah, really sorry about that. Nilou, if it weren't for you, I would have lost half of my profits that month. Trying to pull anything out of a sumpter beast's mouth is like playing a game of tug-of-war. So they really do eat anything, huh? Sie arbeiten wenigstens nach dem Fressen. What's that supposed to mean? Nichts. Come now.
You know, sumpter beasts sometimes eat not because they're hungry, but because they like gnawing on things. The textiles you ordered are highly durable and woven from the finest thread. So even if a sumpter beast got snacky, it'd still have to chomp on it for a full day. Okay, Heimwerk-Stream ist gecancelt, aber der Küchenstream war jetzt kein direktes Nein. Ja. You've tested this before? But of course! How else could I be so trustworthy? Well, that one time was an accident. I wouldn't dare experiment with such a precious product. True. It does sound like some good fabric. Ho ho! Have I piqued your interest? If you want to buy some, now's a good time. Buy 2 bolts and get 20% off. Ooh, that's a pretty good discount. What do you think, Traveler? Ich würde mich auch als Testesser anbieten, da habe ich keinen Zweifel dran, Tron. Absolut nicht. No thanks, Mr. Offsheen. You can't use that kind of tactic on her. Tactic? So you mean everything he just said to Paimon was a lie? Oh. I wouldn't go that far. It's just that Mr. Offsheen is really good at spinning stories. A word from him, and you'll find yourself buying things you don't actually need. Mr. Zubair gave me a huge lecture the last time I bought too many things. Das ist aber auch nicht richtig. Come on, don't look at me like that. All she got was a talking to from Zubair, while I was nearly fed head first to the sumpter beast. My philosophy is that stories give value to merchandise. That's why my business started with such a boom. Our Nilou here is an extraordinarily good listener. Back then, she believed anything I said. After a while, I began to feel guilty selling things to her because of how happy she looked. Though she enjoyed the stories and I the Mora, I knew she didn't need to buy that much. Das kenne ich aber auch manchmal. Bei manchen Händlern weißt du genau, die ziehen dich über den Tisch, ja? Und sie erzählen dir einen vom Pferd, aber die Story ist so gut, dass du sagst, okay, komm, allein dafür. Anyway, since then, I've come to realize 2 things. 1, that stories should just be a means instead of an end. And 2, that there's more to business than just selling goods. It's okay. We're all friends now. There's no need to dig up the past. Ist auch so eine Special Power, finde ich. That reminds me. Some of the goods from my latest shipment aren't in the best condition. They're fine for general use, but my customers have high standards, and I don't have the time or resources to find new buyers right now. Nilou, why don't you take them? Huh? No, I can't do that. Just think of it as a favor for me, all right? The theater can use them for props and whatnot. It costs me Mora to store or ship, so I'm just losing money every day continuing to hold on to them. Even so, let me buy them at market value. Nah, these goods are hard movers. Besides, if I let you pay, wouldn't it mean that I'm just using stories to sell my goods again? Das tust du auch sowieso. Just take them. If you really feel that bad about it, give me some theater tickets later. Oh, yeah, you should also take some while you're at it. Adventurers are always in need of materials. Wow, even we get a share of this? Hurry and take it. Just looking at it all is giving me a headache. Thanks for the huge favor. There's still one more store. Are you alright holding on to that much stuff? Paimon, why don't you lend a hand? She must be tired. Es geht schon. Would you then think less of Paimon than even a sumpter beast? Mit wem muss ich noch reden? Ach, mit dir. About time, Nilou. Farhad here was snooping around your props. Please, I was only looking at them to get a better idea of what your new show may be about. Ah, du schmulst, du schummelst. Wouldn't spoiling yourself just ruin all the fun? Yeah, please wait for our official performance. These two look familiar. I think I've seen them before. Ah, weren't they at the Sub-Zerus festival? Yeah, and they're coming to today's celebration too. Oh, the more folks the merrier. I was actually just talking to Farhad about also stopping by tonight. Oh yes, please do.
I'm sure Miss Raykar and Miss Nadja would also love to have a chat with the two of you. We even prepared a small gift. Let me show it to you. Ta-da! It's a flower wreath. I really think we should wear some of these to give the event a more celebratory feel. Wow, it's beautiful. Ich sehe nix, aber ist super beautiful. Ah, oh! Sehr schick. Farhad did most of the work. What a surprise, huh? He actually knows a lot about crafts. That is pretty surprising. Hey, why can't I have a little side hobby? I worked really hard on that. I know. I watched you make it. I wasn't making fun of you. All right. Why don't you also try some on? We've got some wreaths in your size. Ah! It fits perfectly. They're so pretty! Is there one that Paimon can wear? Unfortunately, we already gave out all the child-sized Oh. ones. I wasn't expecting the theater to invite such a fascinating guest. Fascinating. Huh. That sounds kind of weird, but Paimon will let it slide. Oh, you all sure got a lot of stuff there. Let me help you carry some. I'm a porter by trade, so this is what I'm best at. Na dann. Great! Please and thank you. Trägst du nichts? But we have a pro now. Thanks for the help, Mr. Farhad. But let me make one thing clear first. Don't try to ask about what's in the new show. Otherwise, I may not be able to hold back Mr. Zubair this time. You're so obvious that even Nilou saw right through you. Shut it. Fine. It's not like I want to get on his bad side either. Including Hushang's things, though. We'll each need to carry a box if we want to move everything in one trip. Even my strength has its limits. Paimon looks like she doesn't want to, so I'll carry a little extra. Although I may not appear super strong at first glance, I actually do a lot of strength training on the regular. Strength and balance are both really important for a dancer. No, let Paimon. Paimon will help carry things. The traveler's right. Paimon shouldn't freeload. Paimon can't fly anymore. Are you okay, Paimon? Paimon's good to keep going. But Paimon now understands when people say... Oh, that sure was a lot of stuff. Oh, looking forward to the event later. Thank you, Mr. Farhad. Thank you, Sumter Man. Gute Arbeit, Paimon. Paimon's definitely going to eat it all back later. All right, I'll leave you all to it. See ya. Good thing we had Mr. Farhad with us, or else that would have taken way longer. Hier herrscht eine tolle Atmosphäre. Of course. Because everyone's working here together. We're all like neighbors. So we're always helping each other out. With this many freebies being thrown at you, you probably don't need to work. Ja, das stimmt allerdings. I felt so guilty at first. Like I always owed someone something. I was always thinking of ways to repay others. Later on, I realized that it's actually like what Mr. Afshin said. By taking the freebies, I was helping everyone out and saving them money. Ach, echt? When you order the wrong item, or make too much of something, sometimes the best way to maximize the value of those goods is to give them away. Aha. That's why there's no need to stress over the freebies. All of us repay others by helping them when they need it. Na gut, wenn's hilft. Oh, that actually makes a lot of sense. This has become our norm, and no one keeps track of the back and forth anymore. So really, don't worry about it. Alright, I have to bring all this to Mr. Zubair and do a little bit of prep. Feel free to hang out here for a bit. It'd be nice if you could also get to know some other people at the theater. Brauchst du keine Hilfe? Nope. Mr. Zubair's really on top of everything. Na You dann. two are our guests. So please, just relax and look forward to the celebration. Wow, the atmosphere here is so nice. Oh, Take a break and immerse ourselves in this warmth. war hier nicht bei der Bühne? Waren da nicht Palisaras? Nicht?
vielleicht auch nicht. Warum krabbel ich gerade an der Lampe rum? Und warum lässt sie nicht los? Ich dachte, in den Blumentöpfen oder so wären welche gewesen. War das nicht hier? Naja, egal. Naja. Hello. What? Who are you? You can't just go on the stage as you please. Wir sind zusammen mit Nilou gekommen. Ah, I see. Sorry for my overreaction. I'm just, making a prop. No time for chit-chat. Is that embroidery? No. Well, yes, but not really. It's a prop. It's just, some fabric. An ordinary piece of fabric that we use in a show. Sorry. I really do need to focus and start working on it. Oh, entschuldige bitte. What an oddball. Is prop making something to be that jumpy about? Oh well, it's none of our business. Hey there! Verheimlicht doch was. Ah, a newcomer. Doesn't look too bright. Talk about judging a book by its cover! Was für eine nette Begrüßung vor allem so. Hey, Hallöchen! Ihr seht ja nicht gerade schlau aus. You, on the other hand, you're a special one. How would you describe the concept of art? Kunst? Mere Kann man das essen? curiosity is all. It makes no difference whether you answer or not. Ist sie etwa der Ausdruck der schönen Gefühle des Herzens? So that's what you think. Unremarkable. Better than an average person's thoughts, but nothing exceptional. Is art a product that we create and bring forth? Or is it a naturally existing resource? I, for one, believe it to be the latter. Eine natürliche Ressource. Wenn du das sagst. Paimon doesn't follow. Nee, ich auch nicht. I've been staying here for a long time. On occasion, I'd assist them in penning lines of dialogue, but most of my time I just stand back and watch. I prefer to abstain from writing as it spoils the viewing experience. The existence of the theater, of Nilou, and of humanity itself, all of these can be considered as forms of art. It is not some intangible construct beyond the horizon. How does that have anything to do with us? Das ist eine gute Frage. Let me ask you this. What do you think is the meaning of art? Keine Ahnung. Um deine Fragen zu beantworten? I suppose that question was a little too difficult for you. To chance upon a spark of inspiration. I have been closely observing you, the players on the stage, and those watching in the audience. Art is already all around us. Hey there. I saw you two helping Nilou move some stuff. Are you two also here for the celebration Natürlich. event? You got it! My name is Raykar. Nadia and I are this theater's prop engineers. I also help out with some other tasks like housekeeping. The little ones causing a ruckus are my children, Sorin and Abi. I hope they aren't bothering you. Ach nö. They always get really excited every time we hold a celebration event. Sie sind sehr aufgeweckt. Yes, they are. Everyone here takes great care of them. There's good work here, the pay's always on time, and Nilou and the others will often volunteer to play with the kids. I'm quite content with this current way of life. Do you mean your life wasn't nearly as good before? Paimon. It's all right. It's all water under the bridge now. My husband and I were both adventurers, but he passed away from an accident. Oh, das tut mir leid. Material struggles can always be overcome, but ever since then, I haven't been able to spend much of my energy on anything else. But I still consider myself lucky. Mr. Zubair has helped me a lot, and the atmosphere here is tolerant and kind. Sorry for bringing up such sad memories. Oh, it's all right. I don't mind. Once the event starts, you'll be able to see for yourself the kind of atmosphere I was talking about. Look! Nilou's back! Nilou! Let's meet up with her. The event's probably about to start. Sorry for the wait,
Preparations for the celebration are finally done. I'll call everyone over, and then we can start. Let us give you a hand. Thank you. Maybe we really should have prepared a gift. Then we could also be a part of the exchange. As it is, all we can do is wait and watch. Oh. Maybe we shouldn't do this after all. I didn't do that great of a job. And who would even like it? Oh, don't think like that. Remember our promise? We're going to give everyone a pleasant surprise. And besides, you've never attended a celebration event before, so this will be a great opportunity. I'm still not really sure about this. There's nothing to be worried about. Just take a step forward and give yourself a chance. There aren't any scary people here, right? Right. Huh. All right. Maybe this will help. Everyone, over here! Inaya has something great to tell you all. Wait! I've already said that I'm not ready yet. What should I say? Take it easy and relax. Deep breath, in and out. Once you've taken a long exhale, calmly tell everyone what you want to say. If you don't say anything, then all the hard work we put into embroidery practice would have gone to waste. Using it as a gift, though? It really isn't that good. So when Inaya was talking about making a prop, she was actually preparing a present. Sie ist sehr scheu. Yeah, it feels like she still doesn't really see herself as part of this community. But it looks like Nilou's trying to ease her through. Actually, Inaya had prepared a special present for everyone before the celebration kicked off. Woohoo! We're gonna get our first present from Miss Inaya! Pipe down! The louder you all are, the more nervous she'll become. You've worked on it for so long, so have some confidence. You've got this. Is Mr. Zubair here? Sheikh Zubair, this is an urgent notice from the academia. This celebration, or whatever it is, must stop at once. Das war irgendwie so zu erwarten. What a condescending guy. What's his deal? Since Zubair Theater has long violated the academia's policies and orders, we have decided to demolish it. Nein! As its manager, you must halt all operations and dismiss all staff members within 30 days, after which you will report to the academia for further punishment. Why? Why force us to do this all of a sudden? Little girl, this is not the first time you've been issued a warning. I didn't hear anything about demolition the last time I asked, and now I suddenly only have 30 days? We have more shows planned, but it's impossible to do anything in just 30 days. How am I supposed to explain this to my customers and staff? That issue is of no concern to me, Mr. Zubair. You seem to understand the situation quite clearly. Perhaps you can reflect on the reasons why you have failed to prepare for the scenario in advance. Was? Demolition? Why do they want to demolish this place? Weil sie es die ganze Zeit loswerden wollen. The academia has never liked us, and they've Ja. never respected our work. To them, what we do is all a waste of time. Die mögen ja prinzipiell keine Kunst, ne? So war das. This isn't the first time they've come by. They had asked us several times in the past to improve the quality of our performances by only putting on shows they consider to be sufficiently intellectual. But our audience isn't the academia. It's the people of the Grand Bazaar. If our shows are too difficult to understand or too removed from everyday life, nobody would watch them anymore. Changing our content would not only mean turning our backs on our vision, it would also directly lead to the loss of our livelihoods. Wenn das Theater wirklich abgerissen wird, dann haben viele Leute keine Bleibe mehr. Yeah, the theater is very important to each and every one of us. The way they're doing things is so scummy. But I also don't know how we can stop them. I do not wish to explain everything again from the beginning. Time is of the essence, so you should act with haste instead of asking frivolous questions. But none of us plan to accept this. Such an abrupt notice is contrary to established policy.
Ask whoever you will. The answer will remain the same. We have already given you sufficient notice. Enough! Does your audacity know no limits, Father? Inaya böse. Huh? Father? Their family? What academia? This is all because you don't like Zubair Theater. You're just using the academia's name to threaten us. Let me tell you, even if you manage to tear down this place, nothing is going to change. You've always been awful. But even I never thought my father would sink this low. This is strictly business. It has nothing to do with where you are, what you do, or what you think. I hope you all have not been irrevocably blinded by folly. I will not waste more time on pointless arguments. Wrap everything up, and make preparations to shut down at once. Why is he always like that? This is quite the misfortune, but there's nothing we can do. That's it for today, everyone. Let's clean up. Nein! Der hat die Party versaut. I'll go talk to them again tomorrow. The storms that come out of the blue are always the hardest to deal. Berate mit Nilou. Wo ist Nilou? Da. Sorry. I invited you thinking this was going to be a happy occasion. I didn't know that things would turn out like this. There's no need to apologize, Nilou. No one could have seen this coming. Paimon just wishes she could have at least gotten to the food. Oh, Mann. Is what that guy said true? The academia has already given you many warnings? Yeah, I guess you could say that. That knowledge is king in Sumeru, and their pursuit of it leaves no room for the arts. But if that's all it is, there's also no reason to go so far as to demolish the theater. Das hat sicher etwas mit Inaya zu tun. After Inaya ran away from home, I brought her here to Zubair Theater. She rarely talks about her family. All I know is that she didn't get along with them. I never expected it to blow up like this. If you did nothing wrong, then there's no reason to listen to the academia, right? Who cares? Let's just take him in a fight. Aber es beseitigt nicht die Wurzel des Übels. That's true. I'll try to think of something. We can't just let everyone suffer in a perpetual state of fear and uncertainty. What to do? Can you pretend to shut down, but secretly continue to hold your shows somewhere else? Das ist doch blöd. Or we could go through a list of customers and try to see if anyone in there might be willing to help out. Mir fällt That also doesn't sound like it'll work. etwas ein. Ein Gelehrter hat einmal Debatte erwähnt. A debate? Huh. Well, scholars do love to use them to solve their problems, but how would that work in this case? Wenn wir beweisen könnten, dass die Existenz des Theaters einen Mehrwert bringt. Oh, if we can prove to Inaya's father that the academia's position doesn't hold water, then they won't have a reason to demolish the theater. Ah ja. I see. Defeating him in a debate. It's a good idea, but which one of us could hope to win against a researcher? Huh? Me? No. I'm the literal worst at arguments. I can't debate. Debattieren ist nicht gleich streiten. Es bedeutet zu beweisen, dass man recht hat. Nilou, you are only so stressed out right now because you care so much about protecting the theater. This theater holds a special meaning in all of our hearts. But I just don't know. Can I really take on such a huge responsibility? Mit der richtigen Vorbereitung ist das kein Problem. Paimon will help too. You'll feel a lot more confident after doing some prep work. Believe in yourself. Thanks, you two. All right. I've decided. Even though I may fail, I'll do my very best for everyone's sake. That's our Nilou. We're rooting for you. Okay. Let's head back and tell everyone what we came up with. Wenn im Theater nur noch Stille herrscht. Drücken zum Verfolgen. Ziel wird in diesem Gebiet gesucht. Ach so? Ja, dann suchen wir. Versammle die Leute und erkläre die Lage. Aha.
It's time to apply for it. Ich wollte jetzt nicht mit dir reden. Ich muss jetzt Time to die scout. Leute... Ach so, die hier rumstehen. Ach so, okay. Trying to best the academia in a debate is attempting the impossible. If you really want to try, I won't stop you. It's not like our situation can get any worse. I don't think it's entirely hopeless. To Sharif, Nilou's approach will come off as naive, but that kind of frankness is exactly what they lack the most. Things might turn out differently from what you expect. I am in favor of such a romantic feat. No playwright will turn down a compelling underdog story. Sure, in fiction, but I'm not sure how well that will translate to reality. I'm not saying that I don't support you, Nilou. If you need my help, just say the word. Anything is better than just standing aside and watching the theater get demolished. I'm also pitching in. Let's show the academia that we have some fight in us. Thank you, everyone. I feel a lot less nervous with your support. Not to rain on your parade, but my father is a real hard guy to deal with. He's erudite, meticulous, demanding, and exceedingly familiar with rigorous logic. It would be extremely difficult to beat him in a debate. Er ist jetzt auch nicht mit viel Logik da rangegangen, oder? You all already knew that. But you just didn't want to hurt Nilou's feelings. But when all's said and done, aren't you hurting her just the same? That's enough, Inaya! Sorry, I've ruined the mood. I just can't force myself to expect a positive outcome. Nilou shouldn't have to push herself for the sake of an impossible goal. Auf dieser Welt ist nichts unmöglich. Yeah, it's way too early to give up. You're right, Inaya. We're up against the academia. Everyone knows that they're very powerful. Being skeptical might actually be the more normal response, but I still want to try. I'm reluctant to just let Zubair Theater go. And it's not just me. I think everyone else here feels the same way. If we're unhappy, we should speak up and let our voices be heard. Say what's on your mind, and do what you think should be done. If we fail after that, then at least we won't have any regrets. I mean, after all, the only thing we can control right now is our choice at this very moment. I understand what you're trying to say. I also have my own intense feelings of anger and regret. Then, could I trouble you to tell your father about our plan for a debate? You can still get in touch with your family, right? Yes, I can. Then, please help us pass on my request. I've never participated in a debate, and truth be told, I'm still not really confident in myself. But since we've decided on a debate, I'll do my best to prepare for it. I'll gather everyone's thoughts and let them be known to all during the debate. I, by myself, definitely don't have enough wisdom to beat your father. But what about the entire theater combined? Then we should have a chance, right? Right. That's right, Miss Nilou. Beat the bad guy. Justice will prevail. Make him eat dirt. You too. We aren't getting into a fight, but thank you for your encouraging words. I'll do my best. Well said back there, Nilou. I felt that I might have said a bit too much. Sammle die Ideen der Anyway, Theatermitglieder. we better start preparing now. First, let's see what everyone thinks about the situation. All right, time to pull everyone's thoughts. Reka hat doch sicher ein gutes Argument. I didn't expect you all to challenge the academia. Tja, so sind wir halt. That reminded me of my younger years. Back then, I feared nothing and no one, and I was always charging into the most dangerous of places. I can't do things like that anymore, but those were some of the best times of my life. Sorry. If the theater really ends up getting demolished, then you, Soren, and Abi will... It's all right. There's no need to think such heavy thoughts. Even if the building gets demolished, its people will still all be here. Have faith in the resilience of an adventurer. We can always figure something out.
But won't you have regrets if things just come to an abrupt end? Ah, so that's what you were worrying about. Relax. I've had a lot of experience with regret. Things are painful at first, but as they say, time heals all wounds. Look at us now. Serene and Abi are happy. And Serene has also just passed his theater exam. Ooh. He can start acting soon. He was thrilled because he can soon perform on the same stage as you. We wouldn't be here if it weren't for our past struggles. And would Serene have become a happier person? That's hard to say. Are you trying to make us feel better? Ja, das finde ich aber auch. Man muss sich mal denken, egal was für ein Mist einem passiert im Leben, es ist letztendlich das, was einen dahin bewegt, wo man gerade ist. Ne? Und weiß man, ob es alternativ besser gewesen wäre? Yes, but I truly do mean what I say. Being here at the theater has taught me an important lesson. The most important thing about an experience is how you choose to interpret it. Gut, das ist ein sehr positiver Blick, ne? Es kann natürlich auch sein, dass einem wirklich nur Mist passiert. Aber ich glaube, in jedem Mist gibt es aber auch eine Chance, dass was Gutes passiert dann. I can choose to believe that my life ended with my husband's death. Or I can choose to believe that it was a blessing in disguise for Serene and Abi. Similarly, even if this theater disappears, a new beginning might just be around the corner. Good and bad are all human-made concepts. It all depends on how we choose to see things. You have a point. Nilou, I know how important Zubair Theater is to you. But you don't have to be so nervous. We're all here with you. The theater won't go down so easily. Thank you, Miss Raykar. No need to thank me. If anything, you inspired me with your bravery. You might have what it takes to become an excellent adventurer. Sie wird es schaffen. You're too kind. All right, I gotta cheer up. I can't waste everyone's words of encouragement. I feel a lot better. Good. My children and I will be cheering you on at the debate. Yay, Nilou, Nilou, Nilou. I've gained a whole new level of respect for you. Inaya was right. It's true that I couldn't bear to bring down Nilou. It wasn't out of pity or anything, though. I just felt like I didn't have the right to say anything. After all, Nilou was the one who bravely stepped up and proposed to fight back. I didn't have that kind of courage or initiative. I'd be a terrible person if I spoke badly of Nilou without doing anything to help. She knows better than any of us how difficult this path will be. Achso, die zählt jetzt nicht. Ja, ich denke mal hier der Verwalter noch. Mr. Zubair, we're trying to put together a list of arguments that might be useful. Any ideas? It won't be difficult to explain our position. They're in the wrong and they know it. Ja, nein, das hilft uns nicht weiter. I have meticulously managed this theater's affairs for years, and I have abided by every procedure and obtained every permit. I did all of that to protect ourselves if something like this were to occur. I didn't expect them to disregard the rules altogether. Vielleicht hat das mit Inaya zu tun. Yes, I know. But anyone who's staying at the theater is one of us. If I can't even protect the members of the theater from outside pressure, then I have failed in my duty as a manager. In summary, you need sufficient confidence and strict adherence to the rules. At least for now, they don't have the authority to demolish the theater. As long as you double down on that point and force them to concede it, you'll gain an advantage. All right, got it. I've seen many situations like this before. The academia sure likes to get its nose into everyone's business. While you prepare for the debate, I will also prepare the theater for the potential aftermath. Once you're done chatting, do me a favor and tell our customers that we're canceling all of our shows. Oh, nein, nicht nötig. Have to?
Right now, no one's in the right frame of mind to perform. I have to consider both our staff and our customers. This is the only way. Nilou, you are incredible. With your talent and youth, you had the least to lose out of all of us. And yet you were still the first to take a stand. I've never thought about leaving your theater, Mr. Zubair. I truly love this place, and I want to keep dancing here. I also want to keep dancing with everyone else. You're becoming more and more like her. Do your best. Wer? We'll do all that we can, and leave the rest to fate. Her? My teacher. She was an excellent dancer, but she's retired now. Ah. If we have time later, I'd be happy to tell you more about her. So, und mit wem jetzt noch am besten? Korosche ja irgendwie nicht. Die beiden Kinder vielleicht? No one is allowed to bully Miss Nilou. Watch out, Mr. Guy! Pow! Nee. Der Jongleur? Kasani. Kasani vielleicht, keine Ahnung. Paimon doesn't really want to talk to him. So, you've already developed some prejudices against me. And to think, I was just about to put forward a suggestion. Oh, Paimon will listen to that. Although, I know not if you have a new answer to my previous question. Now seems like an appropriate time to revisit it. What do you think is the meaning of art? Oh, this again? We probably do need to tackle this question if we want to prove the value of the arts. I don't know how to explain it, but all I know is that when my performance makes the audience happy, I also become very happy. Does that count as a meaning? You answered him so seriously. Careful, Nilou. This guy's reasons never make any sense. Nein, der meint das No, ernst. no. Nilou's answer far surpasses yours, and it is close to my own. The meaning of art comes not from its creators, but from its audience. In other words, only art that can be appreciated by others will impart its essence and value upon the minds of its audience. Das stimmt allerdings. Du kannst noch so ein geiles Bild malen. Wenn es keiner würdigt, ist es nichts wert. This is something that the academia can never understand. Übrigens eine Diskussion, die ich sehr intensiv mit meiner Kunstlehrerin damals geführt habe. Scheint eine Menge durchgemacht zu haben. I once pursued the mastery of art, much like how a researcher would chase wisdom and knowledge. However, the more of a connoisseur I became, the less I felt I understood. I found that I could comprehend even the most complex and sophisticated of works, and yet somehow that provided me with little solace. I remained even perplexed about this conundrum until I visited this theater and watched one of Nilou's performances. It was that life-changing? Everyone here had a joyous part in the overall experience. The actors upon the stage basked in the love of their audience, while those in the house immersed themselves in the wondrous ambiance. In all honesty, from a purely critical point of view, the performances here are exceedingly average. Hey, don't say something like that. Das ist mies. But what bewildered me was how, despite the performance's middling quality, they captivated their whole audience. They captivated even me. I realized then that I had walked the wrong road. The mastery of art was never what I truly wanted. I left the so-called frontiers of artistic research and came to this theater. For this is where I can finally find what I seek. Art will no longer be a castle in the sky. Whether it be inspiring or entertaining, art must be appreciated by others to confer value. Das stimmt. If art cannot accomplish that, then it is meaningless. When you put it that way, Mr. Zubair and I refused to follow the Academia's orders to change our shows for a similar reason. To put it simply, we were afraid that our shows would lose their meaning if people couldn't understand them. I once stood in the spotlight, but I relinquished fame and acclaim for the freedom I enjoy today.
I care not for where my feet may take me next. But Nilou, you need to remember one thing. You already stand upon the finest stage there is, and that is a rare gift that should never be taken for granted. You cannot give it up, not even to the academia. I understand. Thank you for your words of encouragement, Mr. Kasani. Dust the cobwebs away from the eyes of those scholars. Okay, jetzt bin ich mal gespannt, wie das ausgeht. You really seem to care a lot about the theater. Once you get to know him, you'll realize that he's actually a big softie at heart. He'll even help out with furniture repair and painting the stage. Wow. Paimon didn't think he had that in him at all. You're here. Is the theater actually closing? He's been worried sick for a while now. He wouldn't stop talking the whole way back. Hey, you two. What exactly happened? Did someone come down from the academia? Yes. He told us that we have to shut down the theater within 30 days, and that it's going to be demolished. What the heck? That came with no warning. They're messing with us again. Don't tell me you'll have to listen to him. Come on. You know the answer to that. Yeah, it is a direct order from the academia. There's no need to worry, though. I'm preparing for a public debate with the academia. If I win, we might be able to overturn things and change their minds. Really? That's terrific. You have my full support, no doubt about that. Mine too. So what was their excuse anyway? They still not a fan of the theater's programs? Yeah, something like that. Good thing they have the power to make rash decisions about things they don't even understand, huh? Naja, es ist ja ein Einzelner, nicht die ganze Akademie, ne? Yeah, they need to touch more grass, not books. Exactly. They want to look down on us? We'll look down on them first. Don't worry. Everyone here Du has your hast back. nicht auf mich herabgeschaut. Ich habe auf dich herabgeschaut. Right. They might think that some forms of knowledge are more valuable than others, but everyone can equally appreciate art. If they don't believe that, send them my way. I got them beat on this subject. Maybe you can prepare some questions on the details of dance performance to make things harder for them at the debate. Sounds like a good idea. Ignore him. He's joking. Just do things your way. No matter what, we will always support you. Thank you all so much. Your understanding and support make me feel a lot better. There are always more solutions than problems. If you need help during the debate, just shout and the entire Grand Bazaar will be at your beck and call. Gotta show them who has the people's support. I feel like the pieces are starting to fall into place. Let's head back to the theater and organize our thoughts. Sounds good. Abi, have you seen Miss Inaya? No, Miss Nilou. Miss Inaya isn't back yet. Wasn't she just passing on a message? Does she really need this much time? Sie wieder mit ihrem Vater streitet. Traveler, Paimon, I think I've messed up big time. Okay. What if Inaya never planned to come back? Was? Beruhigt euch bitte alle. It's just a gut feeling, but knowing her, she probably feels like she's completely responsible for what happened. She probably thinks that all of this happened because she was staying here. Oh, right. As soon as her father showed up, she said that her father was targeting her. So she's felt like that this whole time. She has a long-standing conflict with her father. That's why she ran away from home. She doesn't think that we can win the debate. And she doesn't want to implicate us. So she thought leaving was the best thing to do. Als wir sagten, dass wir debattieren wollten, da war sie tief im Herzen immer noch nicht einverstanden. And then she just quietly left afterward. Sie ist zu hart zu sich selbst. Exactly. She's being too pessimistic. How will you know if you don't try? Anyway, first things first. We have to get her back. But where should we start? Sumeru is huge. I think I might know. Let's start by looking outside the city. Before I brought her to Zubair Theater, she was staying at a remote campsite.
She got a fever from drinking unclean water, so I carried her back. If she has nowhere else to go after leaving the theater, she might go back and strike out on her own again. Na, viel Spaß, die zu suchen. Yes, let's hurry. Viel Spaß, die zu suchen. So, verlasse die Stadt heißt, wohin? Ja gut, bei Vimara. Na gut. Ach, hier gibt's ja Aussichtspunkt. Hab ich den immer übersehen? Eintrag zum Dorf am Flussufer im Handbuch zugefügt. Aha. There are signs that someone had stayed here very recently. But we can't confirm if it was Inaya or not. Let's take a look around first. Okay. Wir müssen nicht mehr suchen. Did you hear that? Das war ein Geräusch. I heard it too. Let's investigate. Ach, jetzt haben wir Nilou dabei. Na gut. Bringt uns nur nichts ohne Dendro-Charaktere. Erreiche schnellstmöglich das Ziel? Was ist das Ziel? It sounds like we're getting closer. Ah. The voice is coming from over there. Yes, we're almost there. Stay back! It's Inaya! She's being attacked by wild animals! Inaya, don't be scared. We're coming to help. Noch mehr! Shake it and stir! Shudder! Hey! Beg for mercy. Böses Kätzchen. Scratch! Thank you. There weren't so many big animals in this area before. They chased after me for a long time. Sorry. I'm causing trouble for you again. Why did you leave by yourself? You really don't think we have a chance at winning the debate? No. I just thought it would take too much effort. Everything happened because of me. If I'm gone, then the situation will resolve itself. Aber die anderen geben auch ihr Bestes. Yeah! Everyone's working together towards a happier ending. No one should be singled out for blame. It's all right if it's me. As long as the theater won't get demolished. You guys are the kindest people I've ever met. You shouldn't suffer so much because of me. Listen to me, Inaya. Even if you were the reason that all of this happened, no one would blame you. Mr. Zubair said that you're one of us, so that means we will protect you. No matter what happens, we'll stand as one. Nilou, there will always be a victim. Whether it's me or the theater. You can't eat your cake and have it too. You can't win a debate against the academia. Especially since your opponent will be my father. Warum bist du dir da so sicher? My father is an extremely demanding man. He's always wanted me to become an exceptional researcher and his academic successor. I tried my best to meet his expectations and did everything I could. But he still wasn't satisfied. Or rather, he had just never been satisfied with me. I'm no genius. But whenever he berated me, it was always as if he was asking me, "Why aren't you a genius?" Yeah, like I'd know. So that's why you ran away from home? At first, I thought the father would slowly come to terms with reality. But he just wouldn't stop berating me. For one exam, I earned the 3rd highest score. I thought that all my hard work had finally paid off, and that I could finally make father feel some modicum of joy. I even used the embroidery skills
I learned at school to make a commemorative gift for him. I thought, even this daughter can make her father happy sometimes. I see. When we were embroidering your gift before, I didn't feel like you were new at it. Yeah. Sorry for not bringing it up. I was tired of him yelling at me every day. All I wanted was to see him smile at me, but he was more angry than ever before once I'd given him my embroidery and told him my score. Oh, wie gemein. You think you should be proud of third place? Reflect on why you weren't first. I forgot how long I'd cried for. I only remember my parents arguing. My mother also thought he went overboard. They argued for such a long time. My father eventually stormed out and slammed the door behind him. I didn't get a single sentence of apology. I've completely given up. We're destined to never understand each other. Oh, manchmal muss man auch loslassen können. I don't think you can beat him in a debate. Because he doesn't even understand what kind of place a theater is. He can never understand the relationship performers have with their audience. He just wants everything to happen according to his wishes, as if the world revolves around him. What we cherish, our little place in this world, means nothing to him. It sounds like your past has had a huge impact on you. I understand now, Inaya. But when we were preparing for the debate, I heard something quite wise. Maybe it'll help you. Okay, jetzt müssen wir wieder argumentieren hier. Okay. Meinung, wie hieß der eine denn? Das war der Anführer. Reka The wahrscheinlich. most important thing about an experience is how you choose to interpret Nee, it. das ist was anderes. Nee, dann war es Kasani. Art must first be appreciated by others to confer value. Nee, auch nicht? Everyone is free to appreciate art. No form of art is inherently superior. Achso, ich kann die Schlussfolgerung einreichen. Hier. No, there should be something else that's more relevant. Miss Raykar has gone through a lot in her life, but she told us that she's very happy to live at the theater now. Although she ran into misfortune, it led her down a new path in life. She sees that as a blessing. She told me that the most important thing about an experience is how you choose to interpret it. Interpret it? I can sympathize with your unhappiness at home, but after you ran away, you ended up at the theater and became one of us. Those unhappy experiences allowed you to really cherish your bonds with everyone, and also gave you the opportunity to become friends with us. Don't let your past suffering keep you from the new life that you've worked so hard to find. Oh. Let the past stay in the past. Du brauchst dir keine Vorwürfe weiterzumachen. Dies ist dein neues Leben. When I ran away from home, I swore that I would leave my family conflicts behind. But you're right. All I'm doing now is falling right back into it. Maybe you'll disappoint him, but that doesn't matter. You have a new future waiting for you. Don't let go of the answer you've worked so hard to find. That's right. If we put our heads together, there's bound to be a way. You're right. There's nothing to be afraid of. I'm not trying to meet his expectations. So why should I give up because of him? I can't afford to lose anything more. We have to win. Na also. The debate will not only protect Zubair Theater, but also allow me to settle things with Father. Genau. The spirit. Let's go. I'll tell my father about the debate. I know him very well, even if he looks down on us. All right, let's go. Und die ganze Zeit hier die Äpfel vom Baum hauen. So. Also wieder zurück. Oh, hier direkt auf dem großen Platz. Well,
I'm off to Achso, meet nur with vor der him. Akademie. Okay, ich dachte, Please da wait findet here for die me. Debatte statt. Okay. Looking forward to your good news. That should be everything. The only thing left to do now is to wait until the debate. I'm not sure why, but I'm getting nervous again. You were great, Nilou! Your words won over Inaya! Talk like that during the debate, and you'll get an easy win! Thanks for that, Paimon. But I still feel like it'll be an uphill battle. I need to be calmer, cooler, and more collected. Sie sind im Unrecht. Yeah. I'm acting as everyone's representative, so I'll need to act brave, even if I won't feel like it. Es gibt noch eine Frage zu beantworten. Huh? What's left? Existiert das Theater nur wegen der Kunst oder der Vorstellung? What a strange question. Isn't a theater just a theater? Why would it need to be anything else? Wait. You're not asking what the theater does, but what it is. Let me think. How can I put this? Mr. Zubair has been meticulously managing the theater. Everything checks out. Everyone is free to appreciate art. No form of art is inherently superior. Ah, got it. When we were trying to find a way to save the theater, we heard many stories not of the theater, but of the people whose lives have been touched by it. Zubair Theater is our reason for coming together. It connects us all in unique ways. In other words, it's like a bond. A bond? The theater provides money for Miss Raykar and her children, inspiration for Mr. Kasani, and enjoyment for the people of the Great Bazaar. It also gives Inaya shelter from her family. It has brought us together after taking care of every single one of us. And its story won't end here. In the future, many more people will come to the theater and receive its blessing, and we'll all be there for them. Our warm, welcoming community will show them the same kindness we were shown in the past. Aside from the delivery of performances, isn't this another reason for Zubair Theater's continued existence? Yeah, that makes sense. We definitely felt that warmth during the preparations for the event, but Paimon doesn't see how this will help in the debate. Inaya hat doch gesagt, dass ihr Vater nichts von Freundschaft hält. Und vielleicht ist das seine Schwäche. Oh, gotcha! No matter how strong an opponent is, they'll have to go on the defensive if pressed on a weak point. I feel like that's another prong in our attack. Thank you so much. Paimon also feels a lot more relieved. Let's show him what we got! Sorry for the wait. Things went a lot more smoothly than I expected. It didn't take long for him to accept the debate. And it's set for 2 days from now. Why are you all smiling so much? Did something good happen? Nö, wir hatten nur ein gutes Gespräch. We realized that your dad might not be as scary as we had thought. We just finished our prep. Rest easy. We have to win. No, we will win, Inaya. Fingers crossed. Warte auf eine Debatte in 2 Tagen. 15 bis 18 Uhr. Ach Gott, jetzt müssen wir die Uhr 2 Tage vordrehen. Morgen, übermorgen, 15 Uhr. Ei. Warum mussten sie dafür so eine ewig lange Animation machen? Mensch. Es dauert länger als der Ladescreen. In the blink of an eye, it's already debate time. We did a lot of preparations with Nilou. Hopefully they were helpful. So, jetzt bin ich mal gespannt.
Ich mal die Händler hier ausrauben. Kein Problem. Hello and welcome, everyone. I am Safwan, a scholar from the academia, and I will serve as this debate's adjudicator. I swear to judge both parties with the utmost wisdom and impartiality. I will neither interfere with the proceedings nor demonstrate bias. I ask for both parties to stand. May the Dendro Archon also serve as a witness to this duel of wits. Since you so desperately demand an explanation, I will expound on the Academia's stance. You may have misunderstood us from the outset and believe that the Academia is prejudiced against you. Ja, genau. Total missverstanden. However, the truth is that the Academia wishes for every resident of Sumeru to be afforded opportunities to grow. Therefore, the works they consume should also possess enlightening qualities and intellectual value. We have failed to identify these qualities in the shows performed at Zubair Theater. In other words, instead of struggling against the Academia in pointless confrontations, if you had spent your time reflecting on improving the quality of your shows and enlightening your audience, so ein Bullshit. Zubair Theater would not be today facing such a tragic fate. Aggressive from the get-go. He's really putting on the pressure. Can Nilou stand her ground? Calm down, Nilou. First, carefully analyze what he said. He said that we were shut down not because the Academia looks down on the arts, but rather because our shows aren't up to their standards. However... The theater carries everyone's feelings and serves as the bond that connects us all. Everyone is free to appreciate art. No form of art is inherently superior. Das vielleicht? In your eyes, our shows can't meet the Academia's expectations. Shouldn't it be the audience who decides if a show is intellectual or enlightening? Why is someone from the Academia judging that? Also, I believe that there is no such thing as a wiser or more enlightening performance. Art doesn't discriminate, and it appeals to all. Everyone has the right to appreciate art. Appreciation is but a primitive Steile form These. of satisfaction. Guidance and enlightenment are necessary if we are to induce growth in the performers as well as the audience. This stance holds performers to a higher standard and encourages the development of the arts. If all performances are simple-minded, require little effort to comprehend, and lack any impetus for the betterment of society, then the people will not be able to develop a greater level of artistic understanding. Hat er gerade behauptet, mein Publikum wäre dumm? Nurturing the populace's understanding requires a long and arduous process, and guiding this process is the Academia's true goal. Er hat gerade meine Zuschauer als dumm bezeichnet, wenn auch verklausuliert. He changed the topic without batting an eye. Good thing I'm prepared. If I remember correctly, what I should say here is... The most important thing about an experience is how you choose to interpret it. Das klingt doch schon mal ganz gut. Art must first be appreciated by others to confer value. Nee. Mr. Zubair has been meticulously managing the theater. Everyone is free to appreciate art. Das hatten wir No schon. form of art. No? Inaya really wants to win. She doesn't want to lose anything else because of her painful past. The theater carries everyone's feelings and serves as the bond that connects us all. Nee, ich würde The most important thing about das an hier sagen, experience ja. is how you choose to interpret it. No. Can't do that. Nicht? Na gut. Dann das? The theater carries... No. Auch nicht. Ja gut, dann raten wir halt durch. Art must first be appreciated. Das. Someone at our theater has tried that before. He was a famed artist, but he recognized that very few people could connect with his works. Okay. I agree that art should be enlightening, but we can't pursue that goal by creating complicated works.
If a work can't tap into an audience's personal experiences or feelings, then its contents may as well be passt. a castle in the sky. What's the point of performing a show that its audience can't even follow? That would only be forcing people to watch something they don't like. You can only reach that conclusion from a place of ignorance. In that case, before passing judgment, you should first become a better dancer than me. You tell them, Nilou. Looks like he's backed himself into a corner. As the party holding the burden of proof, Sharif has failed to provide sufficient support for his judgment of the quality of Zubair Theater's programs. Likewise, the definition that Nilou put forth is but her personal opinion. Neither party is the victor for this particular point of contention. Additionally, I must request that both parties exercise greater control on their emotions. Keep it up, Nilou! You're doing great! In that case, I shall speak of more concrete matters. The essence of this issue is that you have violated the law. So you must now pay the price for your transgression. This course of action is also completely procedurally sound. We have already contacted Zubair Theater multiple times regarding the theater's repertoire. However, you have consciously ignored our warnings. Or perhaps your compliance was purely superficial. Regardless, that failure has indirectly led to the present day's proceedings. That is indeed so, according to the laws decreed by the Academia. He started talking about procedural stuff. Das ist hier der Shay. Mr. Zubair has been meticulously managing the theater. Everything... Mr. Zubair has already provided signed copies of all documentation related to our operations. Everything is perfectly filled out and valid. Although the theater's performances don't align with the Academia's requests, the law doesn't say that Zubair Theater can be demolished only because of that reason. Demolition notices need to be provided in writing and made available to the public. Us failing to follow these rules makes your stance procedurally unsound. Yeah! That's right! There are different ways to apply the rules. There is precedent for this. So long as this matter is discussed within the Academia, this course of action will come to pass. Looking Okay. at the past 27 cases of similar nature, 90% of them support Sharif's claim and position. However, the demolition process in those cases was only started after discussion at the Academia. That's more than enough. We've proven that the order is unreasonable as it currently stands. Cease your futile resistance. Nilou's definitely won this point, right? Der Gegner wird zurückschlagen. You're right. Stay focused, Nilou. Even if permission for demolition has yet to be obtained, it is a fact that your performances violated the Academia's policies on numerous occasions. Based on that fact, we can permanently revoke your right to perform in Sumeru. Under the current system, it is indeed possible to immediately revoke Zubair Theater's performing rights. That's a thing? Notlösung, aber sie reicht. Rather than protecting Zubair Theater, I surmise that your true intention is to maintain your hold over your audience. Without them, Zubair Theater is nothing more than an empty building. Ja, das ist so. Normal? And without Was its ist daran performances, Vorwurf? the theater has nothing else of value. What you said isn't true at all. Keep it cool, Nilou. Provoziert dich. Right. I need to keep calm, but he... Just a little more. Zubair Theater isn't just a performance venue to us. The theater carries everyone's feelings, and Zubair Theater isn't simply a performance venue to us. It means more than that. It's been our home for a long time. Miss Raykar can't go on adventures anymore, but she has found a stable career and a new life at the theater. Her son, Sorin, has already passed his theater exam, and he'll soon be our newest member. Mr. Kasani found a new way to look at art. He decided to stay at the theater to watch us grow. Mr. Farhad and Mr. Hushang visit even when there isn't a show going on, and they always tell us lots of entertaining stories. Even Inaya wants to stay with us, and she's starting to look forward to a new future. Zubair Theater exists for them, for every single one of us.
Perhaps Zubair Theater has provided you with a multitude of positive emotions and experiences. The interpersonal relationships you speak of were established upon normal theater operations. Sheikh Zubair operates the theater for his livelihood. His employees work for their wages, and the audience comes to enjoy performances. Ja, wo ist der Vorwurf? Relationships are merely a byproduct in this exchange of interests. They may be pleasant and captivating, but they can only ever be secondary. When scholars collaborate to solve difficult problems, we freely share our knowledge and resources with one another as if we were all kin. However, this collaboration ends after the results of our work are published. Okay, Freundschaft versteht er The nicht. reason So war is das. simple. We are scholars, and there are new projects that await our attention. Ja, aber das ist was anderes. He really doesn't think much of relationships. Paimon also thinks he did a lot of prep. He's been solid as a rock. Sharif's argument is currently the more persuasive of the two, for the continuance of the interpersonal relationships Nilou spoke of remains hypothetical before the theater's demolition, whereas the situation that Sharif described has been well documented at the academia. The academia has made significant academic contributions, in no small part due to its researchers' efficiency. Oh no, what should we do? Things are going in the opposite direction. Nilou könnte ihm eine Falle gestellt haben. Setup? So Nilou's got him? Good. He said what he said. The next argument could decide this debate. But is this really the best thing to do? It might be too cruel to Inaya. Der Wille von Inaya. Inaya really wants to win. She doesn't want to lose anything else because of her painful past. Raus damit. She already agreed Erleg to ihn. this. She wants to win, no matter what. Mr. Sharif believes that interpersonal relationships are a byproduct of working towards a goal. Once that goal is achieved or abandoned, those relationships would have no more reason to continue. Then, if someone has failed to live up to his expectations... If someone has failed to live up to your expectations and ran away from home, then she shouldn't be your daughter anymore. Right? Inaya... Sorry, Nilou. As expected, I should be the one to say it. You don't need to shoulder this responsibility for me. If in your eyes, the purpose of my existence is to become your academic successor, then that goal has ended in complete failure. Tja. By your logic, that means there is no more reason to sustain our relationship as father and daughter. Members of the audience who do not belong to either debate party. Let her speak. What she does not say, Nilou will. No matter how many disagreements we've had, the truth is that you are still my father. You're so immersed in your own world, you can't understand why we come together for the sake of relationships. Yeah, don't look down on us. You can watch a dance anywhere, but there's only one Zubair Theater. I'm almost starting to feel sorry for this guy, what with the idiotic things he said. Order! 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 Members of the audience, do not interrupt debate proceedings. I confess that this is the final argument we had prepared. Disown me, and you will win the debate. Ui, das ist aber ein hoher Preis. But before that, Father, I've been doing some soul searching. Not about whether I should have run away from home, but whether there was any point to my personal rebellion against you. I kept trying to earn your approval, but I only disappointed you over and over. The truth is, I ran away from home as a means to vent my recurring frustrations. That is to say, I was exerting pressure on you and hoping you'd give up on your lofty expectations. But by doing that, wasn't I just doing the same thing as you? I won't force my expectations upon you anymore. At Zubair Theater, I have found the life I've always wanted. I will move on from my family troubles and strive towards my new goal. But if you dare to harm this place, then I will stand with my friends here and fight against you.
This is not the time to space out, Sharif. The debate is still underway. You already consider them to be your friends. You should be asking us that question. Of course we are! Miss Inaya is a really good friend. It was a bit of a process, but we won her over. Make no mistake, all those who come to Zubair Theater become one of us. We will always be with her. Such puerile simplicity. It is surprisingly a relief. Wait, what are you... never mind. They left? Does that mean we've won? We won? Nilou, you're amazing! Gut gemacht. I relaxed for a moment and I feel a little faint. Ja, so Debatten sind super anstrengend. It looks like he still has a place for her in his heart. Terrific work, Nilou and Anaya. They likely won't cause any more trouble for us. Didn't know you could get so fierce. I have a lot of newfound respect for you two. This really took a lot out of me, though. I don't ever want to do this again. Both Miss Nilou and Miss Inaya were so cool! Should we throw a second round of celebrations? Oh, it's you. Konntest du dich ein wenig beruhigen? Yes, I feel a lot better. The more I think back on everything, the more surreal it all feels. I don't think I could repeat what I did a second time. Unsere Vorbereitungen haben sich wirklich als hilfreich erwiesen. Yes, and it's all thanks to you. Nach den Geschichten der anderen möchte ich deine hören. I see. You mean how fate brought me to the theater, right? Then I'll have to tell you about my teacher who Mr. Zubair had mentioned. Mr. Zubair opened his theater when I was still a child. There was a beautiful dancer, and from the moment I saw her, I couldn't look away. I thought to myself, the gods must have blessed her with such talent. But later on, she would actually smile down at me and say, just the opposite, in Das fact. Gegenteil. Yeah. She said, dance is an art born from toil. It isn't a gift from the gods, but a creation by our own hands. Das stimmt. It is a beautiful thing born from our life experiences. Whenever there is joy or something to be celebrated, people will dance. In other words, any place where people can effortlessly begin a dance will for sure be filled with the blessings of everyone's happiness. She wasn't looking for flowers and applause. All she wanted was to see her audience smile. So ist das also, was die Kunst den Menschen bedeutet. Right. The same as what Mr. Kasani believes. I was completely moved by what she had said, so I started taking dance lessons from her. And later on, I began to dance here in her stead. Before she retired, she told me, for as long as you live, never forget what dance means to others. This is why Mr. Zubair and I never intended to listen to the academia. Even though it ended up causing everyone a whole lot of trouble, thankfully, everything worked out in the end. In der Zukunft brauchen wir uns nicht mehr zu sorgen. Although, I do have a small regret. Inaya? Yeah. Even though she has already decided to stop fighting with her father, they never managed to have a real conversation with each other. Before he left, Mr. Sharif looked like he had a lot on his mind. He probably has a lot of things he wants to say, but will now perhaps never get a chance to. Wirklich bedauerlich. Yeah, but I still hope that things can change. It never hurts to have hope. You and Paimon are more than welcome to keep attending our shows. Who knows? Next time, you might see Inaya on the stage. Ja, wer weiß. Are you still worried about Inaya? Let's be sure to come back often. Who knows? Maybe things will have worked out for her. Warte bis zum übernächsten Abend. Ach du meine Güte. Schon wieder so lange. Was war's? 20 Uhr? So weit komme ich gar nicht.
So weit komme ich gar nicht. Tick-Tack, Tick-Tack, Tick-Tack. Tada! Zählt noch nicht, ne? You want to learn some 20 bis Favonius 22 blade Uhr. work? So, Moment. Gleich haben wir es jetzt. Right then, I'll teach. Haha. Everyone, I'd like to introduce you to our newest member, Hinaya. Hello, everyone. She'll be dancing for us from now on. So please, give her your support. Ah. Hinaya's taken her place on the stage! Oh, Paimon wonders how she'll look when she starts dancing. When you stop and think about it, happy endings like this sure aren't easy to come by. Ein Zusammentreffen vieler Zufälligkeiten. Nilou's efforts, everyone's wisdom, Inaya's determination. Und Sharifs Sanftheit. Huh? What do you mean by that? Ich denke, er hat ihr absichtlich eine Chance gegeben. Er hätte nicht in die Debatte einwilligen müssen. You do have a point there. The whole demolition thing was going overboard, but he really could have banned Nilou and the others from dancing. If he really wanted to be ruthless, he could have done some real damage, even without winning the debate. Oh well, it's not like we can understand how people like him think. Let's focus on watching the performance. Macht Sinn. Huh? Wait, look who the cat dragged in! Isn't that Inaya's father? Begrüßen wir ihn. Oh, it's you two. Diese Begeisterung. I don't have Hallo. much to do today, so I just came to look around this place. Are you looking for Inaya? No, I am simply here to watch a performance. There is no need to trouble her. Du bist doch bestimmt sehr beschäftigt. Well, I was for a time. My loss at the debate caused quite the loss of face for the academia, so there was a period of unrest. I used this opportunity to suggest that my superiors temporarily suspend me from duty. Suspended from duty? Yes, I am temporarily unemployed. However, I now have an abundance of time, so I can afford to come here and watch a show. I admit that I do not understand the magic that this theater possesses, but my curiosity has been piqued. I still cannot forget that young lady's perseverance. Inaya would almost certainly mature in the presence of such a person. Du machst dir immer noch Sorgen um deine Tochter. There are no parents who do not worry about their children. I suppose she managed to hit a weak spot of mine. Never mind. I do not have the right to say that. You're already here, so you might as well go see her. No, that is not necessary. Feigling, Feigling. I will take my leave after the show concludes. Do not tell her that I was here. Feigling. Come on. Who knows if you'll get a chance like this again? But... Huh? You said you were going to make peace with your past. Show your father how much you've grown. Don't be nervous. Everyone at Zubair Theater has your back. Hey, let's go somewhere else. We should give them some space. You sure they'll be okay? I don't know, but I think we should have faith in them. Yes, Inaya. I have something for you. Jetzt hast du auch noch ein Geschenk I'm still dabei? learning. It's hardly a masterpiece, but it's yours if you'll take it. You don't have to take it. It's fine. Never mind.
heart to heart. Father. Like father, like daughter. They're both so awkward with their feelings. Yeah. She probably would have snuck away as well if I didn't drag her back. Do you think they'll be able to reconcile? I'm not sure. A complete reconciliation may also not be the best thing for them right now. Ja, vielleicht. All those years of arguments and misunderstandings can't be settled overnight. It might be best if they continue to keep some distance for now. Vielleicht, but no ja. matter where their hearts and bodies may be, they will always be family. Es eskaliert nämlich dann sehr schnell wieder. Das ist immer so temporär nur. One day tap into the warmth of that bond. Oh, by the way, everyone's really thankful to you for helping out with the debate. So we made you a little something. Aha. Hope you'll like it. Oh, eine Theaterbühne. Isn't this Zubair Theater? Whoa, this is amazing. It's so detailed and polished. We've also never made anything this complicated before. Mr. Zubair and Mr. Kasani took charge of the design, while Inaya and I made all the little pieces with the help of others. Ach Gott. Miss Reikar and Miss Nadia made and assembled the centerpiece. As adventurers, you two will doubtlessly travel to many more lands and see many more things. That's why we hope that your time at Zubair Theater will become a fond memory of your journey. You two are welcome back anytime. We'll come back and watch you dance whenever we get the chance. Vielen Dank für eure Fürsorge. Danke ist vielleicht nicht der Stil des Theaters, also werde ich es mir sparen. Vielen Dank für eure Fürsorge. You're welcome. And there's no need to be so polite. You learned fast. Come on, take it. This is the story of you and me. It's a tale that I'll never, ever forget. Oh. Eine Miniatur des Theaters Zubair. Schön. Ist aber nicht in meinem Inventar jetzt irgendwie aufgelistet, aber es wird schon hier irgendwo bei sein. Zumindest nicht mit einem Ausrufezeichen. Schön, schön. Dann haben wir den Legendenauftrag auch durch. Dann bleibt nur noch Syno übrig und hier der Heiso, das Einladungsereignis. Wobei der ist jetzt eher so, ja, interessiert mich nicht so sehr, muss ich ehrlich sagen. Das ist auch irgendwie so ein Filler-Charakter, oder? Ist der wichtig? Bisher irgendwie nicht so. Es gibt so ein paar Filler-Charaktere, die einfach nur da sind, damit es mehr zu pullen gibt. So, ich würde sagen, das reicht auch für heute, oder? Ach, guck mal. Da tanzt jemand. Wie schön. Nee, ich würde sagen, es reicht für heute. Nächster Stream nächste Woche. Ich weiß noch nicht, wann genau. Dienstag vielleicht, vielleicht auch nicht. Oh, Tron will noch ein bisschen verlängern. Eine Viertelstunde mehr. Tron hat noch ein bisschen Mama gezogen. Das heißt, wir denken uns jetzt noch was aus, was wir jetzt noch machen. So mindestens so eine Viertelstunde lang. Gut, dann machen wir noch ein bisschen. Was machen wir denn? Ja. Wir könnten die Kinder des Waldes hier noch weitermachen. Wir könnten Dailies machen. Was ist denn eigentlich? Können wir hier... Hier, ich habe noch gar nicht geschaut. Nee, teleportieren wollte ich jetzt eigentlich nicht, aber gut. Unseren Dingsrang. Wie heißt es denn? Vertrauensrang, Erfolgsrang, Bekanntheitsrang. Unseren Rang halt. Habe ich mir noch gar nicht angeschaut. Dann machen wir das mal eben. Und gucken mal, ob wir da schon was abgreifen können. Hallo, herzlich willkommen in der Halle von Raxa. Hier korrespondiert und koordiniert sich das Regiment der 30. Deine Bekleidung nach zu urteilen, gehörst du nicht zum Regiment. Oh, ich verstehe, du hast bestimmt von den Anwerbungsplänen gehört und bist hier als Bewerber. Als Bewerber?
Du bist gekommen, ohne dich genau zu informieren? Keine Sorge, ich erkläre dir alles im Detail. Ich heiße Fendi, ein Verbindungsoffizier der Akademie. Ich bin für die Zusammenarbeit zwischen der Akademie und dem Regiment der 30 verantwortlich. Du weißt wahrscheinlich, dass das Regiment der 30 im Auftrag der Akademie steht und für die Bewachung von der Stadt Sumeru zuständig ist. Außerdem löst sie einen Teil der Alltagsprobleme der Anwohner, deshalb ist das Regiment relativ ausgelastet. Deshalb haben die Parcham da und ich beschlossen, einen Assistenten anzuwerben, um ihren Druck zu erleichtern. Natürlich musst du dich nicht mit der Stadtabwehr beschäftigen, du hilfst nur den Anwohnern mit ihren Alltagsaufträgen. Die meisten Alltagsaufträge sind relativ einfach und detailliert. Aber ich gebe dir trotzdem ein paar Beispiele für dein Verständnis. Okay, Ansehensstufe war's. So, guck mal. Stufe 1 haben wir doch schon mal. Da gibt es schöne grüne Butterhühnchen. Lecker. Das hier ist singendes Ashwata. Ein Talisman, der beim Sammeln von Holz helfen kann. Oh. Wir müssen den Macher auf Gras und Bäume sammeln, um die Reservenfälle. Diejenigen, die den Siegen des Talismans besaßen, wurden vom Wald als seine Freunde anerkannt und kamen so den ungehinderten Zugang, unter der Führung von Bächen und Mondlicht mitten im Wald zu wandern. Aber das sind archaische Überlieferungen aus einer sehr, sehr entfernten Zeit. Ein Talisman, der beim Sammeln von Holz helfen kann. Wie genau? Ultrahitzelampe, ein Gerät, das die Effizienz der Lebensmittelverarbeitung durch den Verbrauch von Mineralien steigert. Erläuterung Dendroculus-Resonanzstein, ja, Klassiker, ist immer dabei. Dendro-Schatzkompass, ja, auch Klassiker. Und natürlich das Flügelpaar. Oh, schönes Flügelpaar. Ja, kann man darauf hinarbeiten. Muss man aber jetzt nicht gleich. Das ist der Hauptteil der Aufträge. Falls du etwas Zeit hast und mithelfen kannst, wäre es fantastisch. Ich habe bereits mit dem Logistiker ausgemacht, dass du für jede abgeschlossene Mission eine angemessene Bezahlung erhältst. Zwar sind die Aufträge relativ unbedeutend, aber ich hoffe trotzdem, dass du sie ernst nimmst. Wenn du die Probleme der Menschen lösen kannst, verdienst du ihren Respekt und ihre Dankbarkeit. Solange du durchhältst, wird dein Ansehen wachsen und du wirst von allen akzeptiert. Bis dahin vertraue ich dir komplexere, wichtigere Aufgaben an. Alles klar, das ist ungefähr der Job. Bitte überlege es dir gut. Wenn du ihn annimmst, kannst du dich jederzeit registrieren und Aufträge annehmen. Achso, jetzt habe ich schon gleich mal einen Auftrag mit abgeschlossen. Okay. Wie steht es um meinen Ruf? So. Guck mal, hier haben wir ja ganz viele Aufträge. Zack. Zack, zack. Die können wir ja alle schon mal einsammeln. So. Reicht aber nicht ganz. Damn. Reicht noch nicht ganz. Und das kriegen wir jetzt ab Ansehensstufe 2. Ah, okay. War das schon immer so? Dass man erst Aufträge machen muss? Naja, gut. Wir machen ja Aufträge. So, wir könnten noch einen Boss machen oder so. Das wäre doch noch eine Möglichkeit. Ich will ja noch Nilou hochstufen. Da haben wir aber eh noch nicht genug Ressourcen hier. Den könnten wir noch hochstufen. Dich könnten wir hochstufen. Da bräuchten wir Hydro-Hypostase. Wir könnten... Ich will ja das Dendro-Team so ein bisschen hochstufen. Hier, Kolle braucht auch noch. Da haben wir schon alles. Da brauchen wir nur diesen Rukashava-Pilz. Der fehlt uns noch. Na gut. Dann würde ich sagen, machen wir doch eine Hydro-Hypostase. Haben wir auch noch nie gemacht. Dann machen wir noch eine Hydro-Hypostase. Machen wir die mit dem aktuellen Team? Können wir mal machen, oder? So. Wo ist die überhaupt? Ich habe noch nie gegen eine Hydro-Hypostase. Ich hoffe, ich habe die richtigen Mittel gegen die. Sonst wird es nämlich schwierig. So, da ist sie. Wie komme ich denn da jetzt am schnellsten hin? Ach, die ist unter Wasser, ne? Ich glaube, die ist hier unter Wasser. Irgendwie. Oder? Ich weiß es nicht. Sanko-Perle können wir auch noch mitnehmen. Die brauchen wir auch. War die nicht hier irgendwie unter Wasser? Wenn ich sie finde, machen wir die Hydro-Hypostase. Oh je. Kann doch nicht sein.
Lass mal erstmal, bevor wir hier suchen. Erstmal über Wasser gucken. Vielleicht ist da auch irgendwie noch eine Arena. Ich weiß es nicht. Ich habe die tatsächlich noch nie gesucht. Aber normalerweise ist ja immer irgendwie eine Möglichkeit, relativ schnell... Oh, jetzt bin ich beinahe ertrunken. Das war knapp. Normalerweise gibt es doch immer eine Möglichkeit, da relativ schnell hinzukommen. Und ich finde das jetzt eher ziemlich weit ab vom Schuss. Hier gibt es eine Truhe. So, das ist jetzt hier irgendwo. Scheint aber doch eher unter Wasser zu sein. Aber hier sind voll viele Truhen. Oh, hier ist sowas wie eine Höhle. Ah. Das sieht gut aus. Ah, da haben wir sie doch. Da haben wir sie doch. So. Think you can bully me? Shut up! More speed. Oh, die platzen auch noch. Shake it and stir. Ich habe noch nie gegen die Hydro-Hypostase gekämpft, also keine Ahnung. Oh. Okay. Aua, 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 aua. Und das lief ja super. Moment. Moment. Wir müssen eben... Oh je. Das lief ja super. Think you can bully me? Wieso löst sich denn der Schild so schnell auf? Kann das Vieh Schilde auflösen? Na, das ist ja Töfte. Oh je. Everybody stand back! Ha! Oh je, das kann lustig werden. Das Ding kann Schilde auflösen. Oh Gott, was geschieht? Ah ja, okay. Shake it and Let's light it up! I'm a rock. Flood of frost! Eye for an eye! Oh, ich hoffe, ich bin schnell genug The hier. odds are against us. Yes, Oh nein! my comeuppance. Mist! Das war natürlich Mist. Mein Damage-Dealer im Eimer. Und ich kann ihn nicht wiederbeleben. Und sie heilt sich. Oh Gott. Und sie heilt sich. Ich muss diese kleinen Viecher besiegen, ne? Oh je. Die heilen sie nämlich wahrscheinlich. Teamwork is dreamwork! Adventure time! Ich muss die kleinen Viecher besiegen, die heilen sie wahrscheinlich. Oh Gott. So. Ich muss noch ein bisschen warten. Can't handle your drink. Shake it and stir. Mist. Das Team ist nicht so optimal dafür, glaube ich.
Crush. Think you can bully me? Shaken and stirred. Kleinviecher erledigen. Rack and ruin. Ah, das kann mich auch heilen. Diana special. Think you can bully me? Das kann mich auch heilen. Beg for mercy. Yeah. Okay, jetzt haben wir es, glaube ich, langsam. Was wir hier zu tun haben. Shaken and stirred. Crush. Ja, das kriegen wir hin. Think you can bully me? Can't handle your drink. Huh. Beg for mercy. Yeah. Wow. Shudder. Nein, das ist meine Heilung. Shaken and stirred. Scratch. Let's go. Beg for mercy. Nein, meine Heilung, meine Heilung, meine Heilung. Okay. Freeze to the core. Eye for an eye. Schlechte Wahl. Egal. Shaken and stirred. Nein, nein, meine Heilung, meine Heilung. Off we go. Everybody stand back. Why do they never miss? Crush. The odds are against us. Oh, 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 oh. Diana special. Zerstören wir die Wassertropfen. Okay. Rack and ruin. Power that ended Haishan. Beg for mercy. Mist. More speed. I condemn you. Think you can bully me? Oh, 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 oh. Ah. Let's go. Au. Can't handle your drink. Huh. Shudder. Shaken
More speed. Stunden später. Think you can bully me? Flood of Frost. Na also. Wo sind die Wassertropfen? Wo sind sie? Da. So, noch einer. Ha! Hab ich dich! So. So, da kriege ich aber nur maximal 2 Tropfen. Ja, genau. Also upgraden können wir noch nicht. Was haben wir hier Schönes? Elektroschaden. Ja, why not? So. Okay. That stretch feels good. Okay, jetzt wissen wir aber auch, wie wir damit umgehen müssen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob die wirklich Schilde gestört hat, weil jetzt... Vielleicht habe ich auch einfach nur starken Schaden genommen, dass der Schild so schnell weg war. Keine Ahnung, weil jetzt ging es ja zuletzt. So. Nu ist aber gut, oder? Haben wir noch einen Boss dazu gemacht. Die Zeit sogar noch dafür gereicht. Es reicht leider noch nicht ganz für das Upgrade. Aber das kann man ja noch nachholen. Wir brauchen jetzt, ja, 4 davon. Das heißt, mindestens eine, eher 2 Hypostasen müssen noch gemacht werden dann. Gut, liebe Leute. Dann setze ich jetzt nochmal zur Verabschiedung an. Nächster Stream wahrscheinlich erst nächste Woche. Danke für den extra langen Stream. Ja, gerne, gerne. Schönen Abend noch. Genau, Tron. Dir auch. Dann weiß ich noch nicht, wann wir nächste Woche wieder streamen. Ich weiß noch nicht, ob ich am Dienstag nächste Woche Genshin Impact streamen werde oder es vielleicht auf Montag vorverlege oder auf Mittwoch. Muss ich mir noch überlegen. Vielleicht aber auch Dienstag. Ich weiß es noch nicht so genau. Schaut einfach hier in den Zeitplan. Sonntag oder Montag werde ich den aktualisieren. Oder guckt in meinen Discord-Channel, der ist ja auch verlinkt. Genau. Und dann seht ihr ja, was da noch so kommt. Ansonsten mein YouTube-Kanal, wie immer. Da kommt fast täglich inzwischen eine neue Folge, was auch ein bisschen viel ist. Das müsste ich vielleicht mal reduzieren. Aber gut. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Schlaft gut, wacht erholt auf. Habt einen tollen Tag morgen. Und wir sehen uns dann nächste Woche wieder, wenn ihr mögt. Bis dann. Ciao, ciao.